Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic Matters, meinem Podcast-Format. Wir haben heute einen besonderen Gast hier, den Tim, aka RPG Koga, den sicherlich schon viele von YouTube kennen und auch schon bei meinem ersten Podcast hat er mitgewirkt und es hat mich halt übelst gefreut, dass er zugesagt hat zu diesem Podcast und nun geht es halt nur um ihn. Und dann würde ich jetzt gerade mal übergeben an dich, dann könntest du ein bisschen was über dich erzählen. Ja, hi. Erstmal danke für die Einladung. Und wie du schon gesagt hast, ich bin auch bekannt als Tim. Das ist mir eigentlich sogar ganz lieb. Koga ist nur so ein Pseudonym, was ich hier halt natürlich verwende. Ich mache seit 2013 Content auf YouTube und seit 2015 auf Twitch. Auf YouTube hauptsächlich Gothic-Content und Rollenspiel-Content auf meinem RPG-Kanal und auf meinem RTS-Kanal seit einem Jahr ungefähr Stronghold-Content und Strategie-Content. Und auf Twitch halt so alles Mögliche, was ich halt Bock habe mit anderen YouTubern und Content-Creatern, irgendwie Multiplayer-Sachen und so ein bisschen, ja, alles gemischt durch die Bank weg. Dann habe ich noch einen Podcast, vielleicht kennt den auch der eine oder andere. Wir sprechen uns noch zusammen mit Jorgenson. Und ja, was ist noch interessant über mich? Ich mache noch ein bisschen so Synchronarbeit und mache Musik und arbeite an einem Videospiel mit. Genau, das ist so das Interessanteste sicherlich, was es über mich zu wissen gibt. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay, dann wollte ich erstmal anfangen, beruflich, dass du kurz erklärst, was du machst momentan. Ja, ich bin seit einigen Jahren, seit ein bisschen mehr als 5 Jahren, bin ich jetzt tätig als Suchmaschinenoptimierer hauptberuflich. Also Twitch und YouTube ist jetzt nicht meine Haupteinnahmequelle tatsächlich, das habe ich jetzt auch im Moment nicht vor. Und meine Aufgabe besteht bei meinem Hauptberuf quasi darin, dass die Webseiten meiner Kunden sozusagen bei Google als hauptsächliche Suchmaschine, weil es ja die größte Suchmaschine der Welt ist, besser gefunden werden. Und da gibt es ganz verschiedene Kunden, die ganz unterschiedliche Zielgruppen haben. Und das ist eine coole Arbeit, die in der IT verankert ist. Und ich denke, so kann man das grob irgendwie zusammenfassen. Weil ich war vorher noch ein paar Jahre im Einzelhandel gewesen damals, aber ich habe dann die Lust daran verloren und wollte gerne was im Büro machen. Und so habe ich dann 2019, kurz vor Corona, dann diesen Bürojob gefunden, der mich dann auch gerettet hat finanziell, weil ich natürlich durch Corona dann keine Einbußen hatte oder sonst was. Ich konnte vom Homeoffice arbeiten, das ist alles sehr gut. Und heute bin ich so ein bisschen mein eigener Chef und muss nicht so vor so vielen Leuten Rechenschaft ablegen. Und das ist eigentlich auch ganz angenehm, dass man sich seine Arbeit auch irgendwie mit Gleitzeit selber so ein bisschen einteilen kann. Und ja, das ist ganz cool und ich bereue diesen Schritt auf keinen Fall gemacht zu haben. Und ja, Twitch und YouTube ist dann noch so ein Nebenverdienst, was ich über ein Gewerbe laufen lasse. Und ja, da kommt ein bisschen was rein, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt meine Hauptgeldeinnahmequelle wäre. Sehr schön. Genau. Das mit Corona kann ich nachvollziehen. Wurde ich wegen einer Lungenerkrankung gekündigt, weil ich ohne Maske nicht arbeiten konnte. Mhm. Dann hatte ich ein Das ist halbes Jahr natürlich nichts bitter. und dann habe ich mich nach einem halben Jahr selbstständig gemacht, weil mir dann das Arbeitsamt nicht mehr zahlen wollte, sozusagen. Und Ja, das habe ich auch nie ist der Herr. bereut. Ja. Ja. Das habe ich aber dann auch nicht bereut am Ende. Am Anfang war das ein risky Schritt, aber dann hat es funktioniert. Genau. Ja, jeder ist seines Ja, Glückes Schmied. genau. Ich muss ganz kurz die Aufnahme pausieren. So, jetzt geht's weiter. Technische Probleme sind behoben. So, jetzt ist die nächste Frage. Wie bist du auf Gothic gekommen damals? Ja, also, bevor ich auf Gothic gekommen bin, ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass ich noch gar nicht allzu lange da so PC-Spieler war. Also ich hatte Stronghold so als es war so das erste Spiel, was ich am PC richtig gespielt hatte. Und mein Bruder kam eines Tages rein. Ich kann mich noch relativ genau daran erinnern. Ich hatte in meinem Kinderzimmer damals, wie alt war ich? Das muss 2007, 2008 gewesen sein, irgendwie die Dreh. Da war ich so 10, 11. Und ich saß auf meinem Hochbett oben mit meinem Laptop und mein Bruder kam rein und hat mir diese Gothic Doppel-CD, Installation und Spiel-CD, damals gab es ja noch 2 CDs, mir gereicht und gesagt, hier, guck dir das mal an, ich müsste gerade mein Zimmer aus, ich habe das damals mit dem Kumpel immer gespielt und guck dir das mal an, es könnte dir gefallen. So. Und ich habe gesagt, ja, okay, mache ich. Und dann lag das erstmal 2 Monate oder so auf meinem Schreibtisch rum und ich habe es nicht angefasst, weil ich halt Stronghold oder was anderes gespielt hatte immer. Und dann war es aber so gewesen, dass ich einen Tag mal so Langeweile hatte, da habe ich mich einfach mal aufgerafft und gesagt, okay, ich installiere das jetzt mal. Und schon wie ich die Installations-CD eingelegt hatte und dieser Installations-Soundtrack, du kennst ihn vielleicht vom Installationsmenü Ja, wir haben es damals noch, installiert auf der PC, ja. da reinkam, war ich sofort, oha, was ist das hier? Ist ja mega interessant. Und dann sieht man ja immer diese Artwork-Bilder von den Figuren, ne? Von Mordrak und von Gorn und von Milton und so. Da gab es Ja, immer ja. so Artworks auf so schwarzen Hintergrund. Und dann diese düstere Musik dazu. Und das fand ich so impressiv irgendwie. Diese Das hat sich so Atmosphäre eingebrannt. dabei. Ja, ja.
Ja. Genau, ich kannte sowas halt nicht in der Richtung. Ich war schon Fan von so mittelalterlichen Fantasy-Sachen, so Spielen auch. Weil Stronghold war genauso auch die Nische, die ich halt mochte. Und dann habe ich das angefangen zu spielen und das war so, es war lieber auf den ersten Blick irgendwie. Und ich hatte nie den Tag, wo ich dann gesagt hatte, boah, jetzt komme ich hier irgendwie nicht weiter, weil ich mit der Steuerung nicht klarkam oder so. Es war auch ein Ding für sich, mit der Steuerung erstmal klarzukommen, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Ja, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran und das war sehr, ja, sehr intensiv. Und so bin ich auf Gothic gekommen. Wenn mein Bruder damals nicht zu mir ins Zimmer reingekommen hätte, mir diese CD gegeben, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier sitzen, vielleicht. Weiß ich nicht. Also früher oder später hätte ich vielleicht schon was von Gothic gehört und das vielleicht auch gespielt, aber vielleicht auf anderen Wegen und vielleicht nicht so intensiv, wie ich es halt heute Und dann wäre die schätze. Nostalgie entstanden. Ja, genau. So ist es. Bei mir war es ja mein Cousin damals genauso, mit Gothic Ja. 1. Als ich klein war, als ich 10 war und so. Es ist ja viele ähnliche Ja. Geschichten, dass Ja. halt irgendwie über einen Verwandten oder einen Kumpel oder so, dass man das irgendwie vererbt bekommt, quasi, weitergeleitet bekommt. Ist ja heute, können sich ja viele gar nicht mehr vorstellen, was eine Doppel-CD zur Installation bedeutet eigentlich. Also unser Eins, der in dem Alter ist, so, die wissen das alle noch, aber ihr fragt mal so einen 16-jährigen, Nee, der mit die Fortnite haben keine aufgewachsen ist, der Ahnung, weiß doch nee. gar nicht, was das ist. So. Ja, natürlich nicht. Die wissen nicht mal, dass es ein CD-Laufwerk für den PC gibt normalerweise. Richtig, die meisten PCs haben ja heute gar keins mehr, ja. Ich habe ein externes zum Beispiel nur noch da auch. Bei mir Ja, ich muss hier. mir auch mal eins organisieren irgendwann. Mein jetziger hat auch keins mehr. Mhm. Ja, genau, okay. So, jetzt unabhängig von Gothic, was ist deine Lieblings-Fantasy-Welt? Ob Star Wars, ob Herr der Ringe, ob was auch immer. Also, ich glaube, meine beiden Lieblings-Fantasy-Universen sind Herr der Ringe und Game of Thrones. Also so die Welt von Westeros und Mittelerde. Das sind so die zwei, die ich so am liebsten mag. Wenn ich mir jetzt noch eine dritte irgendwie versuchen müsste, irgendwie dazu zu holen, wird es schon schwer werden. Also klar, ich kenne natürlich auch so Fantasy-Universen wie The Witcher. Witcher finde ich auch eigentlich sehr geil. Also das würde man vielleicht sogar Ja. auf Platz 3 setzen. Also das Universum finde ich auch sehr, sehr cool. Aber sowas wie Star Wars, Star Trek, so diese Sci-Fi-Sachen oder Indiana Jones oder so, das ist irgendwie gar nicht so meins. Also da bin ich auch irgendwie nicht, das spricht mich einfach nicht so an. Und ja, sowas wie Marvel oder sowas ist auch nicht so meins. Also das sind so Actionfilme, Superheldenfilme und so, da bin ich auch total raus. Also mittelalterliche Fantasy-Universen wie eben The Witcher, Herr der Ringe und Game of Thrones, das sind so die 3 Top-Universen, die ich halt total mag und total feier. Und Vikings finde ich halt auch noch ganz geil, so Serie, falls du die kennst. Das muss ich mir mal ansehen. Es wurde mir schon so oft empfohlen. Ich habe es immer nur Ja, ganz kurz angeguckt, aber es ist so lang, dann denke ich mir so viel Staffeln oder so. Das frisst viel Zeit. So. ja, eine Tafel Schokolade isst du ja auch nicht am Stück. Also Ja, richtig, richtig. ich kann es Ja. wirklich nur empfehlen. Also Vikings ist wirklich auch ein cooles Universum. Aber ja, das sind so, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, das wären so die 3 ungefähr. Mhm. Und wie denkst du, wird Wort auf der Rohirrim werden? Also jetzt einfach so, was du denkst darüber? Ich habe es gerade akustisch leider nicht verstanden. Der War auf Rohirrim. The War of Rohirrim. Was denkst du darüber? Ja, also ich werde es mir angucken, auf jeden Fall. Also da werde ich auch einen Blick reinwerfen, so wie ich mir auch die Herr der Ringe-Serie auf Amazon angeguckt habe. Ich habe da jetzt aber keine großen Erwartungen oder so. Ich lasse das auf mich zukommen, ich gucke es mir an und dann werde ich eine Entscheidung fällen, ob ich es gut finde oder nicht. Die Bilder sahen ja erstmal ganz vielversprechend aus und ja, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da so mega gehypt wäre oder so. Also ich gehe da jetzt nicht hin und sage jetzt, jetzt noch so und so viel mal schlafen, dann kann ich mir endlich angucken. Ja. Dafür bin ich viel zu beschäftigt, also das schaffe ich alles gar Nee, nicht. verständlich, natürlich. Ich werde es mir auch auf jeden Fall ansehen, wahrscheinlich auch im Kino, weil ich das schon im Kino sehen will, so ein Film. Ja, auf jeden Fall. Ich bin zum Beispiel gar nicht so dieser Kinogänger. Überhaupt nicht. Ich mag das gar nicht. Aber nicht wegen den Filmen jetzt oder so, sondern eher wegen den anderen Leuten. Ich mag das immer nicht, weil mein letzter Kinofilm, den ich geguckt habe, war mit meinem Bruder. Da sind wir letztes Jahr zu dieser Film mit dieser Atombombe. Oppenheimer. Oppenheimer, genau. Sind wir zu Oppenheimer gegangen und immer wenn ich ins Kino gehe und wir setzen uns dahin, ich bete immer einfach nur, hoffentlich setzt sich niemand neben mich. Und das ist immer so meine größte Angst, dass sich im Kino jemand neben mich setzt. Das finde ich immer ganz schrecklich, deshalb gehe ich nicht so gerne ins Kino. Ich kenne das Problem. Aber ich verstehe aber, warum man ins Kino geht und warum man den Spirit von so einer Leinwand und dem Sound und so, warum man das mag, das verstehe ich schon. Nee, ich verstehe es auch. Das ist selber so, wenn man so denkt, alle Plätze sind noch frei neben mir, alles ist gut. Und dann kommen immer mehr rein und irgendwann mal so, bitte nicht nebendran, bitte nicht nebendran. Genau. Und dann doch plötzlich so einer nebendran, dann so auch. Ja, das ist immer so die größte Angst. Deswegen habe ich mir daran gewöhnt, wenn ich ins Kino gehe, einfach im Restart zu gehen, da ist sowieso gefühlt nie jemand da, weil da jeder arbeitet eigentlich. Und auch niemand Bock hat, dann nach der Arbeit dahin zu gehen, das mache ich meistens immer so, tatsächlich.
Oder unter der Woche irgendwie vormittags, wenn man Urlaub hat. Na, vormittags haben die ja heutzutage sehr wenig offen, weil seit Corona zumindest. Ach, Tatsächlich. echt? Krass. Ja, seitdem Ich ist weiß es noch, ja meistens nur noch ab mittags, ab 13 Uhr oder so. ah ja, Mindestens. krass. Ich kann mich erinnern, ich war 2020, während Corona mit meiner damaligen Freundin, waren wir bei Sonic. Mhm. Ich glaube, dem ersten Sonic-Film oder so mit der Realverfilmung Ja. quasi. Und da war keine Sau. Wir waren die Einzigen in diesem Kino. Ja, bei Das war Corona mega. hatten ja auch alle Schiss gefühlt, die hatten wirklich Angst. Die sterben, wenn Ja, sie da hingehen, also- die Menschen manchmal wirklich so. So schlimm war Ja, das ja also- wirklich damals für die Leute. Tatsächlich. Absolut. Also Ja. ich kann mich noch erinnern daran, ja. Ja. Richtig. Okay. Dann setzen wir es jetzt fort. So, das waren jetzt ein paar Zwischenfragen. So. Gibt es eine Geschichte, wieso du dich RPG Koga genannt hast damals? Also damals hieß ich ja gar nicht RPG Koga. Bis 2017 oder so hieß ich ja, oder 16 hieß ich ja Koga LP. Mhm. Das war ja damals so dieser Trend, dass man, gerade so 2013, 14, da hieß ja jeder, der Let's Plays gemacht hat, hieß LP. Mhm. So. Heute, ne, ziemlich peinlich, wenn man sich das so mal zurückblickend anschaut. Aber dieses Kurga, das kam, weil ich eine Live-CD gehört hatte von einer meiner Lieblingsbands, In Extremo. Und die hatten 1998 so einen Live-Auftritt, wo die so ein Akustikkonzert hatten. Das heißt, das Album hieß Die Verrückten sind in der Stadt. Und da gab's zum Ende hin so eine Vorstellungsrunde, wo einfach die Band sich vorgestellt hatte, ja, das ist das letzte Einhorn, das ist Dr. Piemonte und so weiter und so fort. Und der Dr. Piemonte hatte dann den Sänger vorgestellt und aus irgendwelchen für mich nicht ersichtlichen Gründen hat er den genannt Kurga, das letzte Einhorn. Aber eigentlich hieß er nur das letzte Einhorn und ich wusste immer nie, wo dieses Kurga herkommt. Musst du dir mal anhören. Also es gibt bestimmt auf YouTube oder so, gibt es bestimmt mal die Platte und da kannst du dir das mal anhören. Und ich habe ewig gegrübelt und ich wusste nicht, was das bedeutet und ich habe danach recherchiert und habe nichts gefunden. Und irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen dann und dann dachte ich mir, okay, dann nimmst du halt das irgendwie. Weil ich wusste, ich wollte einen kurzen Namen haben, was Prägnantes haben, was man sich irgendwie gut merken kann, sowas, weil ich kannte zu dem damaligen Zeitpunkt ja schon Utwin, also den YouTube-Kanal. Ich weiß, den von Stronghold YouTuber, ja. Genau, Ja. aber ich wusste, sowas in der Richtung, so was kurzes, knappes mit 5, maximal 6 Buchstaben, irgendwie sowas und was eingehend ist und was man sich irgendwie gut merken kann. Und dann irgendwann habe ich einfach das LP weggeschmissen und habe halt RPG Koga draus gemacht, weil ich halt wusste, okay, auf dem Kanal mache ich sowieso nur noch Rollenspiele oder Gothic halt und da passt das vielleicht einfach auch besser. Ja, so kam das und ich wusste, ich habe die ersten paar Jahre habe ich viel durcheinander gebaut an Content, also ich habe ja alles Mögliche gespielt, von irgendwelchen Ballerspielen über FIFA bis hin zu Minecraft und Gothic und das war alles quer durch die Bank und dann irgendwann habe ich so 2018 habe ich dann mir gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie, ich wollte was verändern und dann habe ich einfach RPG Koga draus gemacht und habe dann nur noch so Gothic, hauptsächlich mich auf Gothic konzentriert, weil das am besten einfach lief und das die meisten interessiert hatte und den anderen Kram habe ich dann abgeschnitten und habe dann halt nur noch Rollenspiele auf dem Kanal gemacht, neben Gothic halt. Verständlich. Apropos in Extremo, ich bin in Extremo-Sachen nur reingeraten wegen Gothic 1 damals. Ja, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so genau. Also ich wusste nicht, ob ich In Extremo schon vorher kannte, vor Gothic, oder ob ich es schon während oder mit Gothic erst kennengelernt hatte. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Da verschwimmen irgendwie die Gedanken so, aber es muss relativ zeitgleich gewesen sein. Weil ich glaube, mein Vater kannte die schon vorher. Und ohne dass er Gothic gespielt hatte. Und der hatte damals doch schon auf seinem iPod halt schon Lieder von denen drauf gehabt. Und so meine ich, dass ich In Extremo auch schon vor Gothic kannte. Es war einfach nur ein blöder Zufall, dass Gothic da halt auch in den Extremo-Auftritt drin hatte. Und das fand ich einfach so cool und faszinierend. Aber ich meine, wie gesagt, dass ich die Band schon vorher kannte tatsächlich. Ja, ich halt nicht. Ich habe es damals damit kennengelernt und ich habe es dann sofort geliebt, diese Musik. Wenn man das erste Mal dann auch dort ist im Kapitel 2 und dann da steht so und dann diese Band die Musik spielt und man denkt so. Ja, war auch sehr ikonisch. Ich meine, damit hat ja auch dieser Promo-Move, der hat ja auch super geklappt. Es gibt ja super viele, die heutzutage In Extremo nur wegen dem Spiel halt kennen. Und das ist ja das Gute an der Sache, dass diese Marketingstrategie von damals, dass man sagt, man promotet diesen Song im Spiel und umgedreht, man promotet das Spiel auf dem Album irgendwie mit einem Flyer, das hat ja super geklappt. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Okay. Dann die nächste Frage. Wie lange brauchst du durchschnittlich, um ein Video fertig zu entwickeln, von Konzept bis zur Veröffentlichung? Natürlich ist jede Art von Video was anderes, aber keine Ahnung, ein Let's Play oder ein Sketch, wie auch immer dann. Also ein einfaches Gameplay-Video, was jetzt so 30 Minuten geht, das ist jetzt
wie gesagt, da sitze ich da, spiele das eine halbe Stunde. Das ist meistens in 9 von 10 Fällen lade ich das sogar so, wie es ist, hoch dann. Weil ich habe mir alles auf Stream weggelegt, irgendwie so Aufnahme pausieren, irgendwelche Videoschnipsel, die ich dann noch einspiele, das mache ich alles über das Stream Deck, das mache ich gar nicht mehr im Edit im Nachgang, weil ich habe gar nicht die Zeit dafür. Und das dauert dann halt so eine halbe Stunde spielen, dann hochladen und nebenher ein Thumbnail machen. Ich würde sagen, 3/4 Stunde. Wenn ich jetzt mich hinsetzen würde, jetzt ein Video aufnehmen würde, das jetzt hochladen würde und veröffentlichen würde, so eine 3/4 Stunde Pi mal Daumen. Wenn ich jetzt aber natürlich so ein Video wie, oder was ich auch manchmal mache, ist, dass ich aus dem Livestream, dass ich einen ganzen Stream nehme, der 3 Stunden geht und dann zerschneide ich mir den auf eine Stunde runter. Da sitze ich dann manchmal mehrere Tage dran, bis das dann halt irgendwann mal fertig ist. Ja, weil du das Beste drin haben willst, sozusagen. Ja. Genau, wo ich dann so das Überflüssige dann rausschneide. Das habe ich jetzt erst wieder gemacht, eine Woche lang gefühlt. Jeden Tag habe ich dann mal so eine Stunde weitergeschnitten, um so einen 3-Stunden-Stream auf so eine 40-50-Minuten-Session runterzuschneiden. Und was ich aber mittlerweile abgegeben habe, sind die Reacts. Also die mache ich mittlerweile nicht mehr selber, sondern dafür habe ich einen Cutter mittlerweile. Weil das ist so mit am aufwendigsten. Also wenn du so irgendwie auf ein 40-Minuten-Video reagierst und dann habe ich eine Stunde oder Stunde 20 Rohmaterial und dann sich da durchzukämpfen, die Zooms auf die Facecam zu machen, überflüssige Sachen rauszuschneiden, so, da sitzt du halt einfach gefühlt wirklich ewig. Und da bin wenn du es nicht beruflich machst, sozusagen. Ja, ich mache es ja nicht mal hauptberuflich, deshalb ist das ja nochmal so eine Sache. Ich habe ja noch einen 40-Stunden-Job nebenher, weißt du, und da sitzt man echt lange dran und das verstehen viele auch gar nicht. Und da bin ich aber echt froh, dass ich mittlerweile jetzt einen Cutter habe, der mir da viel Arbeit abnimmt und so 2-3 Videos im Monat da für mich schneidet. Genau. Auch Gameplay-Sachen macht er auch teilweise. Ja, also da habe ich schon ein bisschen mehr Zeitersparnis, die ich mir da kaufe und da habe ich dann ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen. Nee, auf jeden Fall verständlich, ja. Kann ich auch so sagen, wie es ist. Wie gesagt, ich sitze auch in den Interviews immer sehr lange, bis ich alle Bilder eingefügt habe. Dann noch ein paar Sachen rausschneiden muss dazwischen und so weiter und so fort. Das ist auch immer sehr viel Arbeit. Das verstehe ich, das Problem. Ja. Da sitzt man dann manchmal ein bisschen. Und manchmal hat man auch keine Lust. Also es gibt ja auch manchmal Tage, da will man lieber einfach irgendwie was anderes machen, als jetzt sich hinzusetzen und eine Stunde lang an dem Video rumzuschneiden. Aber dann gibt es auch wiederum Tage, wo man es gerne macht irgendwie. Also man muss irgendwie eine disziplinarische Balance irgendwie dazwischen finden. Zu sagen, okay, ich setze mich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde hin, mache eine halbe Stunde. Das ist da komme ich vielleicht nicht schnell voran, aber wenn ich es jeden Tag mache, komme ich unterm Strich vielleicht schneller voran, als wenn ich jetzt nur 2-mal die Woche mich da hinsetze und da 1,5 Stunden Zeit rein investiere. Ja, das ist jeder so seinen Weg finden. Ja, auf jeden Fall. Okay, was ist dein Lieblingsspiel von Piranha Bytes dann? Also meine Top 3, sag ich jetzt mal, sind auf Platz 3 ist Risen 1. Das mag ich total. Ist ein super geiles Spiel. Das war eigentlich so ziemlich auch mit das letzte gute Spiel, was Piranha Bytes hier veröffentlicht hatte, meiner Meinung nach. Weil da halt auch noch so Leute wie Mike Hoge da ihre Finger im Spiel hatten und da man gemerkt hat, dass da noch ein gewisses Maß an, ich sag mal, Kontinuität und Liebe reingesteckt wurde. Dann Gothic 2 wäre so für mich auf Platz 2 mit dem Add-on. Da muss man sagen, also das ist ein super Spiel. Da wurde super Arbeit geleistet. Und Gothic 1 ist für mich halt so auf Platz 1, weil ich damit angefangen hatte und das war so für mich ein bisschen der Nostalgiefaktor einfach. Dass ich da halt sage, okay, das ist für mich halt ganz knapp vor den anderen beiden Spielen auf Platz 1. Aber die anderen beiden sind deswegen nicht signifikant schlechter. Ja. Das wäre so meine Top 3, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, auf jeden Fall. Und bei mir war es so mit der Nostalgie. Ich habe damals Gothic 1 bekommen, habe nicht viel gespielt, dann hat mir das mein Cousin wieder mitgenommen und dann hatte ich Gothic 2 mir gekauft, weil ich es im Laden gesehen habe. Und dann habe ich Gothic 2 zuerst durchgespielt, das Original ohne die Nacht des Raben noch. Damals. Und dann habe ich jetzt die Nostalgie, dass mir trotzdem ich sage trotzdem Gothic 2 die Nacht des Raben, weil das einfach das komplettiert. Aber ich habe mit Gothic 2 angefangen damals und bei mir ist es halt Gothic 2 die Nacht des Raben auf dem ersten Platz. Und dann kommt bei mir erst Gothic 1 und dann würde ich sagen auch Risen 1, weil mir die anderen Risen-Teile nicht so sehr gefallen hatten. Was auch aus den anderen Interviews herauskommt, dass ich da nicht so der Fan von war mehr. Erst recht nicht vom zweiten. Ich muss sagen, ich fand Gothic 3 fand ich noch sehr gut, also es wäre so für mich mein Platz 4 gewesen. Und wenn ich dann wird es aber schon sehr, sehr viel schlechter sein, oder die Kluft wird dann sehr viel größer mit Risen 2 und Risen 3. Die habe ich trotzdem hier und da gespielt, aber es war halt wirklich natürlich nicht mehr das gleiche wie die Gothic-Spiele. Wobei ich sagen muss, ich hatte eine sehr intensive Zeit mit Risen 3, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. 2014 kam das raus und ich weiß noch, ich hatte extra dafür eine Woche Urlaub genommen und da habe ich mich wirklich hingesetzt und habe das jeden Tag 6 Stunden durchgeballert. Das war irgendwie auch cool, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber ja, wie gesagt, es sind keine schlechten Spiele in dem Sinne. Also Piranha Bytes hat nur einen wirklich richtig
schlechtes Spiel gemacht. Ist halt, Mhm. die anderen sind ja okay. Mhm. Selbst Elex 1, würde ich sagen, ist noch ein okayes Rollenspiel. Also, ja. Ich habe ja damals auch bei Risen 3, als es rauskam, ist komplett durchgespielt. Ich war, glaube ich, da in meiner Ausbildung oder so. Und ja, ich hatte auch eigentlich meinen Spaß daran. Nur konnte ich mich nie wieder überwinden, das nochmal zu spielen. Irgendwie selber. Also, ja, okay, also das hatte ich tatsächlich nicht. Mhm. Also ich habe es dann doch nochmal irgendwann angefangen, aber ich habe es nie durchgespielt dann nochmal mehr ein zweites Mhm. Mal. Ich habe es nur einmal durchgespielt damals fürs Let's Mhm. Play und dann habe ich es aber nicht nochmal. Also ich habe es nochmal angefasst, aber ich habe es nicht nochmal durchgespielt. Ja. Und in welcher Guild hast du dich angeschlossen damals? Also im Let's Play habe ich damals die Dämonenjäger gemacht Ja, ich auch. und dann wollte ich aber nochmal als Magier Mhm. spielen. Und da hatte ich nochmal so 20 Stunden reingesteckt irgendwie. Mhm. Ich kann ja mal parallel in meinen Steam mal kurz gucken, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Das muss so 2017 gewesen sein. Und da hatte ich irgendwie nochmal so 20 Stunden nochmal in den Magier-Spielstand reingesteckt. Bin dann auch Magier geworden und war irgendwie auf irgendeiner Mission, aber irgendwann ist es dann einfach wieder eingeschlafen. So, und dann habe ich es irgendwie nicht mehr weitergemacht. Ja, 2017 war es. Ja, ich habe es auch nur ein zweites Mal gestartet, aber das war direkt nach dem ersten Durchspielen. Aber ich konnte mich auch nicht ganz überwinden, das komplett durchzuspielen nochmal, ehrlich gesagt. Mir hat es schon mit der Ja. Magie auch ganz Spaß gemacht, tatsächlich. Aber so viele schöne Zauber, wie es in Gothic 3 gab oder so, gab es halt nicht. In Risen 3. Ja, also. Ja, hast recht, ne? Mhm. Also es gab auf jeden Fall, also die Variation war jetzt nicht so krass und es gab halt auch diese Kristalle hauptsächlich und so ein bisschen Runenmagie und so, aber man hat es schon zurückgestellt, aber es gab ja noch parallel, gab es noch diesen Voodoo-Kram. Oh den ja, man das noch habe hätte ich gar machen nicht können. probiert, ehrlich gesagt. Das habe ich aber auch gar nicht mehr. Das habe ich schon bei Risen 2 gar nicht gemacht irgendwie. Das Ich hat mich auch da nicht. überhaupt nicht interessiert, muss ich sagen. Aber ja, gut, das ist ja wiederum alles Geschmackssache. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, dass die Risen 2 total nur wegen dem Voodoo-Kram, wegen der Voodoo-Magie gefeiert haben, aber ja, würde ich mich jetzt nicht dazu zählen. Ich mich auch Ja. nicht, auf keinen Fall, ja. Okay, dann, wie schon besprochen, würden wir jetzt die Piranha Bytes Spiele durchgehen, nach bestimmten Punkten. Und du erzählst mir dann, was du in dem Spiel davon hältst, sozusagen. Genau. Ja. Genau. Dann beginnen wir natürlich mit Gothic 1. So, wie findest du den Fantasy-Style in Gothic 1? Total geil. Also, als ich das erste Mal damals gespielt habe als kleiner Knirps, ich habe mich total in diese Fantasy-Welt verliebt, weil es halt so neu und so unbekannt und so schon beklemmt war, aber ich kann es nicht beschreiben. Also, ich weiß noch, wie ich mit 16 Uhr von der Schule kam. Es war aber im Winter und es war schon draußen dunkel und meine Eltern waren noch nicht da und ich bin in mein Zimmer gegangen, hab den Laptop angemacht, hab Gothic 1 gestartet und stand am Marktplatz im alten Lager vor Fisk und dann lief so diese Musik über die Boxen und die Barriere zuckte und irgendwie war das halt was total Prägendes. So. Und deshalb ist diese Fantasy-Style, dieses dunkle, düstere, was Gothic 1 so vermittelt, in dieser Spielwelt auch in Verbindung mit diesen bergigen Landschaften, mit diesen düsteren Wäldern, mit dieser guten Musik. Das ist einfach eine Art Magie gewesen, die man so danach natürlich nie wieder gespürt hat. So je öfter man das halt durchgespielt hat, desto mehr verflog dieser Zauber einfach. Ich bin auch sehr gespannt, ob das Gothic Remake das schaffen wird, mich diesen Zauber irgendwie zurückzugeben. Ich glaube es nicht. Also egal wie gut das wird, es wird sich nicht so anfühlen wie damals. Weil, ich sag mal so, als 11, 12, 13-Jähriger, du hast halt keine Verpflichtungen. So, du kommst halt aus der Schule und du setzt dich zu Hause hin und brauchst dir keine Gedanken mehr über deinen Alltag machen. So, Mutti kommt dann noch und bringt dir dann noch was zu essen rein und die Welt ist gut. So, weißt du, so, aber heute geht das ja fast gar nicht mehr so. Dementsprechend ist das schon deswegen was anderes. Ja. Aber wie gesagt, die Spielwelt und dieser Fantasy-Style, den Gothic damals schon vermittelt hat, der war so besonders und den habe ich nie wieder irgendwo in irgendeinem anderen Spiel ähnlicher Art und Weise wieder erlebt. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Wie gesagt, ich hoffe auch, dass das Gothic Remake wirklich gut wird. Wie gesagt, zumindest freut es mich, dass Bodo Henkel Xala sprechen wird. Das ist schon mal das Wichtigste für mich. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Sonst, wenn Xala Aber irgendwas anderes wäre, wäre es nicht so schön, tatsächlich. Ja. also ich hoffe, ich bin auch echt gespannt, wie die das mit den anderen Sprechern machen wollen. Es gibt ja leider einige, die schon tot Ja, sind. leider, Zum ich Beispiel, weiß. Ja. Peter Heusch zum Beispiel, der Lester vertont hat, das ist für mich ein absoluter Giga-Chat, was die Synchronsprecher
Szene angeht. Also der kann so viel mit seiner Stimme machen, weil er klingt auch noch so jung und unbekümmert. Der hat gefühlt, ich glaube, der hat in seinem Leben nie eine Zigarette in der Hand gehabt oder einen Schnaps getrunken oder so. Von daher, der wird auf jeden Fall fehlen. Ich bin super gespannt, wie die das machen. Ich bin jetzt dann demnächst ja auch auf der Gamescom und da habe ich auch schon ein paar Termine mir ich gemacht, ja auch. und wo ich das mir anhören werde, wie die das machen wollen. Das interessiert mich einfach brennend. Bodo Henkel wird auch auf der Gamescom sein an einem Tag übrigens. Echt? Hat er das gesagt? Ach, krass. Ja, ich habe ihn dazu ziemlich überredet, weil ich ihm ein Ticket geschenkt habe halt dann sozusagen. Ach, ist ja abgefahren. Welcher Tag ist das? Soweit ich weiß, war das Freitag. Aber ich sag dir doch nochmal Bescheid, privat nochmal. Ja, cool. Ich weiß es gar nicht auswendig. Ich habe es aufgeschrieben auf jeden Fall, das war das Wichtigste, genau. Ich bin Mittwoch bis Samstag da, also da wird es schon. Ich bin auch immer Mittwoch bis Sonntag tatsächlich da. Ich bin auch jedes Mal auf der Gamescom. Ja, ist cool. Ja, da sieht man sich bestimmt mal. Ja. Einmal sehen ist immer cool, ja. Genau. Der liebe Hochkönig ist ja auch da. Ja, Enno ist, glaube ich, auch da. Also es werden auf jeden Fall ein paar Leute da sein, die man dann irgendwie mal treffen wird. Naja, so ein Riesentreffen, ja genau. Nee, das ist auf jeden Fall cool. Genau, okay. Dann gehen wir jetzt zum Fantasy-Teil. Nicht Fantasy-Teil, zur Glaubwürdigkeit in Gothic, ja. Genau. Ja, also Glaubwürdigkeit ist natürlich ein dehnbarer Begriff, weil natürlich weiß man, es ist ein Fantasy-Spiel. Natürlich weiß man, es ist nicht echt. Natürlich weiß man, dass das Fiktion ist, vieles. Und dementsprechend ist das natürlich schwer zu bewerten, gerade wenn man als Kind das spielt. Aber als Kind oder als kleiner Knirps habe ich mich da schon reinversetzt gefühlt. Also das heißt, irgendwas haben sie richtig gemacht, um das mich glauben zu lassen, dass das halt eine immersive Welt ist. Also irgendwas hat da schon gepasst, dass ich das so als kleiner Knirps wahrgenommen habe. Und heute ist es auch so, dass viele Dinge ja auch schlüssig sind. Ne? Die Figuren in dieser Welt sind glaubwürdig und schlüssig. Deren Intentionen sind schlüssig. Das ganze Umfeld passt irgendwie zusammen. Die Motivation der einzelnen Fraktionen passen auch gut zusammen. Also es ist schon auf jeden Fall eine gute Glaubwürdigkeit gegeben, dass man jetzt nicht hergeht und beim Spielen irgendwie sich denkt, was ist das für ein Schwachsinn. Und das ist natürlich super wichtig für ein Spiel, finde ich. Genau. Also wenn es Fantasy gäbe, wäre es glaubwürdig sozusagen. Das ist halt das, was man über die Welt denkt halt. Genau. Und auch über diese Gefängnis sozusagen in der Kuppel. Genau. Richtig, das hat Gothic ganz gut vermittelt eigentlich, ja. Okay. Dann sind wir jetzt beim Kampfsystem. Ich finde auch deine Tasse mit dem Gothic-Zeichen ganz gut. Ist das... Ja. Von wo hast du den? Oder auch TH Nordic? Nee, hat mir ein Zuschauer tatsächlich gemacht. Also, boah, das sieht richtig krass aus. Ja. Der ist handcrafted, den gibt es auch nur einmal. Das ist ein getöpferter Halb-Liter Humpen, der ist total geil. Also der hat mir ein Zuschauer, wie gesagt, geschenkt und das ist eines meiner wertvollsten Präsente, die ich jemals bekommen habe von einem Zuschauer. Nee, das sieht wirklich richtig gut aus, ja, auf jeden Fall. Genau. Bin ich auch stolz drauf. Ja. Genau, so. Kampfsystem. Habe ich jetzt gerade gesagt oder habe ich es noch nicht gesagt? Achso, Entschuldigung. Ja, alles gut, nein, kein Problem. Ich bin ja der reingeredet hat gerade. Genau, Kampfsystem. Also ich sag mal so, ist natürlich für Neueinsteiger, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung dabei haben, ist es natürlich clunky, damit reinzukommen, damit umzugehen. Aber ich glaube, es gibt ja diesen Spruch, easy to learn, hard to master. Ich würde sagen, hier bei Gothic 1 ist es so, hard to learn, hard to master. Wobei, nee, ich würde eigentlich sogar sagen, es ist hard to learn, easy to master eigentlich. Wenn man einmal weiß, wie es funktioniert und worauf es ankommt, ist es eigentlich einfach. Kommt dann aber eher auf den Gegner an. Ja. Also es ist auf jeden Fall hart zu lernen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Gerade für Leute, die halt eben so einfache Kampfsysteme gewohnt sind und dann jetzt mal nach 20 Jahren mal Gothic versuchen, sich reinzuspielen, die werden sich denken, was ist das hier? Glaube ich. Damals hatte ich bei meiner alten Arbeitsstelle, da hatten wir Pause gehabt und der hat so gesagt, ja, Dark Souls ist so mein Lieblingsspiel, ich bin richtig gut und das. Ich würde kein anderes Spiel ein Problem haben mit dem Kampfsystem. Dann habe ich ihn dann damals dort Gothic 1 über meinen USB-Stick angeworfen. Und dann stirbt er die ganze Zeit am Scavenger, am Goblin. Und irgendwann war das Aufgeber und gesagt, okay, das ist doch viel schlimmer, als mit Dark Souls irgendwelche Monster zu killen. Ja, richtig. Bei Dark Souls sind es ja auch viele Iframes, die, sag ich jetzt mal, da funktionieren, dass du halt auch unsterblich sein kannst, wenn du die richtigen Move machst, zur richtigen Bewegung und zur richtigen Zeit. Und das ist natürlich schwer mit einem Spiel wie Gothic zu vergleichen, was ja ganz anders aufgebaut ist. Ja, das war damals lustig, auf jeden Fall, ja. Okay. Bin ich auch gespannt, wie sie es beim Remake machen werden. Wie sie das da drehen und bauen werden. Hoffentlich im ähnlichen Maße jetzt dann mit dem Veränderten. Auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Okay.
Wie findest du den Schwierigkeitsgrad in Gothic? Also, wenn man diese Welt natürlich nicht kennt und keine Ahnung hat, wie das funktioniert mit den Attributen, mit Stärke und Geschick, mit Kampftalent, mit Lebensenergie. Wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, wenn man es völlig blind spielt, glaube ich, ist es sehr schwer. Mhm. Wenn man aber natürlich das ganze Hintergrundwissen hat, wie das Spiel funktioniert und man weiß genau, wo man hingehen muss, wo man seine ersten Stärkepunkte bekommt, wie man Lernpunkte bekommt, dann ist es, glaube ich, ultra einfach. Also ich glaube, jeder, der Gothic 1 gemeistert hat und weiß, das Spiel einfach kennt, der wird sagen, es ist einfach sehr einfach. Sehr, sehr einfach. Aber man muss erstmal dahin kommen. Wenn man es selbst halt neu spielt, ist es, glaube ich, relativ hart. Würde ich so sagen. Wenn man keine Ahnung hat von der Welt, wenn man keine Ahnung vom Kampfsystem, dann hat man, glaube ich, muss man ein sehr dickes Fell, glaube ich, haben. Bei Nacht des Raben ist es ja nochmal uneinsteigerfreundlicher dann am Ende. Das stimmt, Ja. das stimmt. Das ist halt, aber ich glaube, die Nacht des Raben ist halt auch wirklich so ein Spiel für die Pros gewesen, damals schon. Also schon damals hat man sich, glaube ich, gedacht, so, wir machen es jetzt schwieriger, wir rebalancen alles. Weil ich glaube schon damals das Feedback dann da war, dass viele gesagt haben, okay, ist zu einfach. So, da wird es schon damals schon einige gegeben haben, glaube ich. Genau, und dann wurde es halt aufgeschraubt mit Lernpunkteerhöhung bei 29 Punkten, dies und das, alles drum und dran. Ja. Ja, genau. Man nochmal ordentlich reinbuttern muss. Ja. Und wenn man sich verschiedene Sachen geskillt hat, hat man gefühlt keine Chance gehabt, wenn man es das erste Mal gespielt hat oder so dann. Das ist Ja, richtig, da ja. konnte man sich auch gut verskillen. Das war bei Gothic 2 normalen, war das ja noch nicht Nicht so möglich, einfach, sich ja. zu verskillen. Ne? Da konnte man auch alles easy peasy in Stärke Ja. und Armbrust skillen und hat dann alles weggefetzt mit der Ja. Armbrust. Also da habe ich auch mal ein Playthrough dazu gesehen, das war sehr interessant. Ja. Ja, auf jeden Fall. So, wie sieht es aus mit Charakterentwicklung in Gothic 1? Also, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, Punkt Glaubwürdigkeit. Die Charaktere, die ja alle eine gute oder eine, ich sag mal, nachvollziehbare Motivation haben in dieser Welt, das ist schon mal die Basis. Wenn das da ist, dann kann man auch eine gute Weiterentwicklung dann auch in nachfolgenden Spielen dann durchführen irgendwie. Deshalb würde ich das jetzt mal im ersten Teil so ein bisschen übergehen. Man hat dann so Sachen wie von Milton, ne? Man geht mit dem auf diese Jagd nach dem Fokusstein, da kommt der wieder und dann sind die Feuermagier tot und der kann das gar nicht fassen und muss dann draußen bleiben und so. Also da hat man schon so ein bisschen Entwicklung, hat man da schon. Aber grundlegend ist ja die Story von Gothic 1 recht dünn. Und so richtige Charakterentwicklung kann man da so gar nicht wahrnehmen, finde ich. Und ich sag mal jetzt in dem Freundeskreis auch nicht, weil die sind in Gothic 1 genau solche krassen Typen wie auch in Gothic 3 dann später. Also da entwickelt sich nicht so sehr viel weiter. Die bleiben so diese kernigen Typen, die sie halt nun mal sind. Und die verändern sich jetzt nicht sehr stark. Was ich halt als Charakterentwicklung irgendwie groß einschätzen würde, wäre jetzt, wenn Milton zum Beispiel in Gothic 1 so ein Jüngling wäre, unerfahrener, naiver Novize, keine Ahnung, und in Gothic 3 ist er der absolute Übermeister des Feuers. Hochmagier oder so, ja. Ja, genau, der dann quasi zum Ende hin die krasseste Robe trägt und die weisesten Anweisungen geben kann und auch anders spricht und so, dann wäre das eine sehr sichtbare Charakterentwicklung, aber das hat Gothic, finde ich, gar nicht so sehr. Also ich glaube, da hat man nicht jetzt so ultra viel Wert drauf gelegt. Ich glaube, der Fokus lag dann halt wirklich hier auf der Glaubwürdigkeit der Figuren, was auch meiner Meinung nach richtig so ist. Auf jeden Fall. Aber zum Beispiel Diego hat sich ja theoretisch entwickelt von einem Fremden zu einem Freund langsam über die ganzen Teile. Und das immer mehr. Ja, Bis auf den dritten Teil. klar, das trifft ja auch auf viele Figuren zu. Also da würde ich jetzt nicht nur den inneren Kreis nehmen, da würde ich auch noch so Leute wie Lee und Anga und so, die würde ich da auch noch mit dazu zählen. Aber nur weil man jetzt so zwischenmenschliche Sachen, also das entwickelt sich schon, das stimmt, aber ich würde es jetzt vielleicht gar nicht so als Charakterentwicklung bezeichnen. Weil du musst ja auch betrachten, dieser ganze Zeitraum von dem Gothic 1 bis Gothic 3 läuft, das ist lore-technisch betrachtet, ist das ja kein riesiger Zeitraum, das sind vielleicht nur ein Jahr, wenn überhaupt. Also allerhöchstens. Ich meine, in Gothic 1 bist du 2 Monate höchstens, dann vergehen 2 Wochen, dann bist du in Gothic 2 und lass da nochmal 2 Monate, 3 Monate vergehen, dann hast du Irdorat platt gemacht und dann hast du gerade mal vielleicht ein halbes Jahr Zeitspanne in der Lore. Und dann kommst du da ist halt nicht sehr viel Zeit vergangen gefühlt. Nee, okay, verständlich. Okay. Wie findest du den namenlosen Helden? Ich finde es gut, dass der namenlose Held von Piranha Bytes sehr leer gelassen wurde und sehr individuell betrachtbar gelassen wurde. Ich finde, das ist halt wichtig, wenn man halt einen
ein Rollenspiel baut, wo man dem Helden nicht so viel mitgeben möchte. Es gibt ja auch andere Spiele, wo der Held einen Namen hat, wo der eine Vorgeschichte hat, wo man sich aber im Zweifel nicht so gut mit identifizieren kann. Das ist dann irgendwie blöd. Aber wenn du halt einen namenlosen Helden hast, der kaum eine Vorgeschichte hat, wo du dir das alles selber zusammenmalen kannst, ist das, finde ich, eine sehr viel bessere Lösung sowohl für die Entwicklung als auch für den Spieler dann am Ende. Und deshalb finde ich den namenlosen Helden sehr sympathisch, weil ich mir den selber so betrachten kann, wie ich das gerne möchte. Und dieser Raum für Interpretation und für, ey, ich überlege mir jetzt selber, was der für eine Vorgeschichte hatte. Und das finde ich halt ganz, ganz gut. Ich meine, die Dialoge wurden ja auch so geschrieben, dass, egal was der Held sagt, man kann es in verschiedener Art und Weise interpretieren. Darüber hat Mike Hogemer in Polen vor, ich glaube, einem halben Jahr einen Workshop gehalten, wie die damals die Dialoge zu Gothic entworfen haben und wie die das gemacht haben. Und genauso hat er es beschrieben. Er wollte halt quasi, dass der Held Dinge sagt, die man auf mehrere Art und Weisen interpretieren kann, wie der das halt meint. Und da kann halt ein Satz ganz unterschiedlich interpretiert werden. Und das finde ich die beste Lösung eigentlich, die man haben kann bei einer Videospielentwicklung. Ja, so wie mit dem, wo man mit Raven redet, wo er sagt, woher weißt du, dass ich Inus diene? Vielleicht bin ich ein Diener Adanos oder vielleicht doch ein Diener davon. Sagt er ja auch Genau. so. Richtig. Das fand ich auch sehr gut damals, als ich das gehört habe. So, ja, da spricht ja schon was an. Ja. Richtig, da kann man dann sehr viel selbst interpretieren, wie man halt das gerne möchte. Und du kannst ja auch theoretisch auch immer ein Arschloch sein in Gothic, wenn du das möchtest, auch theoretisch. Absolut. Du kannst doch alle Quests ablehnen und kannst alles niederschlagen und kannst alle umbringen, wie du lustig bist und kannst trotzdem der strahlende Held sein. Weißt kannst das ganze Kurines verbrennen und dann zahlst du eine Strafe und dann ist gut. Richtig, jetzt hast du 500 Goldstücke, dann gehst du den untoten Drachen platt machen und alle lieben dich trotzdem so. Ja, ja, halt so. Weil er hat ja viel mehr umgebracht als du. Richtig. Okay, das ist jetzt wieder unglaubwürdig. Ja, das stimmt auch. Ja. Wenn man sich darüber nachdenkt eigentlich, aber man kann es machen, theoretisch. Okay, ja. Okay, wie findest du die Geschichte in Gothic? Ja, also wie ich es ja schon vorhin sagte, die Rahmenhandlung, die ist cool. Also ich mag die Rahmenhandlung an sich, ne? Warum ist die Barriere jetzt so groß geworden? Das Ganze mit dem Schläfer und dass das halt ein Erzdämon ist, der unter der Barriere ruht und die hat zu groß werden lassen und keiner weiß es erstmal so richtig im Zweifel. Dann auch das die Rahmenhandlung oder das Setting im Allgemeinen von dem ganzen Universum finde ich halt cool, mit der Insel, dem Festland, den Völkern, die es gibt, mit den Orks und den Assassinen und so. Das ist ein cooles Setting. Man hätte da deutlich mehr Lore draus bauen können, finde ich. Es gibt zu wenig Lore. Selbst wenn man im Gothic-Archiv kann man ja super viele Konzepte finden, die mal angedacht und geplant waren. Super schade, dass sie es dann nicht geschafft haben ins Spiel. Das ist, finde ich, so ein Mangelpunkt, den Gothic irgendwie hat. Es gibt zu wenig Lore. Also klar, es gibt die Bücher, die man in Gothic 1 finden kann und lesen kann. Da stehen ja auch so geschichtliche Sachen drin, wie die Schlacht um Varant und so. Das ist auch alles nett, aber es ist zu wenig. Und das hätte ich mir gewünscht, dass da viel mehr Inhalte da sind. Und auch da hoffe ich wieder beim Remake, dass es viel mehr Lore einfach gibt, viel mehr Vorgeschichte, dass man vielleicht auch die Handlungen vom Comic mit reinbaut, ne? Solche Sachen, um quasi noch mehr Tiefe in diese Welt zu bringen. Also auch einfach, dass man sagt, man hat viel mehr Points of Interest in der Spielwelt dann später im Remake, also Ruinen oder alte Bibliotheken unter der Erde, wo noch mehr Wissen irgendwie gelagert ist oder irgendwelche Skelette, die noch Notizen mit sich rumtragen, die irgendwelche Vorgeschichten erzählen und so ein Kram. Also sowas kann man halt, finde ich, echt gut machen und sowas fehlte Gothic 1 so ein bisschen, also deutlich mehr. Und dementsprechend, Geschichte ist gut, also die Rahmenhandlung ist gut, aber Story an sich würden jetzt viele wahrscheinlich als eher dünn bezeichnen, glaube ich. Und so ist auch eigentlich mein Eindruck. Ja, das ist schon wahrscheinlich so. Es geht ja eher um die Atmosphäre, also theoretisch in dem Spiel eigentlich eher. Genau. Und alles, ja. Genau. Absolut. So. Und so, was sind deine Lieblings-Easter Eggs in Gothic 1? Tja, Easter Eggs, Gothic 1. Da fällt mir jetzt auf Anhieb tatsächlich gar keins ein. Muss ich ehrlich sein. Es gibt's. In Gothic 2 würde mir jetzt eins einfallen, Gothic 3 auch, aber jetzt in Gothic 1, muss ich ehrlich sein, fällt mir jetzt auf Anhieb. Doch, vielleicht die versteckte Orkstadt. Es gibt ja noch so eine World Map, die quasi. Du meinst da, wo man sich nur hineincheaten kann, theoretisch. Genau, richtig. Da gibt es eine Stelle, da kann man sich so durch die Wand klitschen und so, und da ist man dann da drin. Das finde ich ist ein cooles Easter Egg. Schade, dass die es nicht in die Spielwelt geschafft hat, das World Mesh. Das wäre ziemlich cool gewesen, wenn es das noch gegeben hätte irgendwie.
Aber dafür gibt es ja Mods. Also es gibt Mods, die dieses Ja. World Mesh nochmal aufgegriffen haben und dann nochmal verwertet haben, quasi in Modifikation. Ja, das habe ich auch schon gesehen in anderen Videos, ja. Würdest du den im Sumpf, den lieben Geistlichen, dann nicht als Easter Egg sehen eigentlich? Der im Sumpf. Ballnetzwerk oder wie? Ja, ja. Also, ja, ist ein cooles Easter Egg, Mhm. weil der ist ja quasi an einen Reporter angelehnt, der Nettlebeck heißt, glaube ich. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, für wen der damals gearbeitet hatte, aber das war auf jeden Fall an den angelehnt. Und ja, das ist ein witziges Easter Egg, aber damals habe ich es gar nicht als Easter Egg wahrgenommen, weil Du dachtest einfach, der ist so. ich dachte einfach, der ist halt so. Ich habe den nicht als Easter Egg wahrgenommen, tatsächlich. Gut, jetzt könnte man natürlich noch sagen, es gibt jetzt zum Beispiel das Easter Egg von Matt. Matt ist ja quasi, also das Gesicht von dem Charakter ist quasi von einem deutschen Journalisten und Fernsehmoderator auch fotografiert und in diese Welt eingebaut. Aber gut, nee, dann würde ich vielleicht In Extremo nennen. Ich glaube, In Extremo ist eigentlich Oh, das ist das ist eigentlich ein Easter Egg, ja. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ist In Tatsächlich. Extremo eigentlich das coolste Easter Egg. Ja. Eigener Auftritt von denen dort einfach vor Ort. Richtig, das ist eigentlich das Coolste. Stimmt. Ja. Weil man kann ja auch nicht erklären, wo sind die denn danach, nach dem Auftritt. Ja, die sind noch mental, weiter geht's. So einfach wegteleportiert, weißt du? Ja, die haben Teleporter nach Vanguard gehabt dabei noch. Deswegen Irgendwie so. schon, ja, genau. Ja. Genau. Okay. So. Welchen Lager würdest du dich in Gothic 1 denn anschließen? Mit deinen, wirklich, wenn du deinen Körper hättest, so wie du ihn hast? Also ich glaube, ich würde meine erste Wahl wäre wahrscheinlich Sumpflager, weil da gibt es jetzt auch immer viele Diskussionen, so ja, im Sumpflager, wenn es warm ist, sind da Moskitos und Mücken und so weiter, aber es gibt ja keinen echten Beleg dafür, dass es diese Art von Insekten in der Welt von Gothic wirklich gibt. So, es gibt halt maximal Blutfliegen und es gibt keine Mücken oder sonst was. Es wird nirgendwo was dazu geschrieben, man sieht die nicht visuell, also gehe ich davon aus, dass in dieser Welt gibt es die halt einfach nicht. So, das ist meine Meinung dazu. Kann man natürlich auch anders sehen. Und deshalb würde ich wahrscheinlich das Sumpflager wählen, weil da hat Erz einfach auch keinen Wert. Die Gemeinschaft ist einfach viel intensiver, viel besser. Ich mag auch dieses Spirituelle irgendwie total. Und ja, da hast du einfach deine Ruhe und kannst da in Frieden leben. Und wenn du arbeitest, deinen Teil zur Gemeinschaft beiträgst, hast du da ein friedliches Leben. Genau, und du musst ja niemals aufsteigen, wenn du nicht willst, wenn du einfach nur dafür sorgst, dass du arbeitest und fertig. Ich habe auch immer gesagt, Sumpflager, das ist das sicherste. Bei allen anderen könntest du richtig auf die Fresse kriegen oder gefühlt versklavt als im neuen Lager, wenn man beim Reichslord wäre. Und ich sag mal so, wenn du halt dich gut machst, dann kannst du ja immer noch entscheiden, so will ich jetzt Templer werden oder will ich Novize bleiben oder will ich vielleicht Guru werden oder sowas. Und genau, das geht ja immer noch. Ja. Genau, das geht halt auch immer. Meine zweite Wahl wäre dann wahrscheinlich das alte Lager und dann würde ich da wahrscheinlich versuchen, irgendwie Schatten zu werden. Und da so über den Standardweg aufzusteigen. Aber neues Lager, das würde ich um jeden Preis irgendwie versuchen zu verhindern. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Okay, dann gehen wir jetzt Richtung Gothic 2. Die Nacht des Raben natürlich komplett. Das ist einfach das Komplettpaket. Ja. Genau. So, wie findest du die Spielwelt ab da? Also es ist natürlich was ganz anderes als Gothic 1, weil man hat natürlich nicht mehr dieses Gefängnis, düsteres Setting, jeder will dich irgendwie versuchen umzubringen oder abzuziehen, sondern du hast halt schon ein, ich sag mal, zivilisierteres, mittelalterlicheres Setting mit einer großen Stadt und das ist schon ein Einschnitt, die Spielwelt ist viel grüner, viel saftiger, die Vegetation ist total verändert im Vergleich zu Gothic 1, wo ja noch alles irgendwie wirklich auch ein bisschen trostloser und beigefarbener war, so die Gräser und so, es gab ja keine richtig grüne Wiese in Gothic 1, sind wir mal ehrlich. Das war schon, oder es ist schon was anderes, aber ich mag das auch sehr gerne. Ich mag das wirklich auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Auch in Kombination wieder mit der Musik ist es sehr schön und sehr stimmig und ich mag die Welt von Kubines auch sehr gerne und ich finde es auch gut, dass man diesen brutalen Kontrast dann hat zur Minenkolonie, wo man quasi dann da wieder dieses verbrannte, nostalgische irgendwie hat. Das bildet einen ganz guten Kontrast. Und dann hast du ja nochmal so dieses mittlere Dschungel-Setting, was du quasi in Jharkenda hast. Also ich mag die Jharkenda-Welt auch total gerne. Den Canyon, die Palmen, die dort existieren. Selbst den Sumpf finde ich cool. Und diese ganzen Ruinen, diese antike Zivilisation da zu sehen, das hat ja so ein südamerikanisches Feeling irgendwie. Und ich mag das auch total gerne. Also ich bin auch ein totaler Fan von so alten Azteken und Maya-Kulturen und so. Ich gucke mir da gerne Dokus drüber an und ich würde jetzt nicht gerne hinfliegen und mir das persönlich angucken. Mir reicht es einfach so, mich damit so zu beschäftigen. Das ist mir schon genug. Und das hat ja Gothic, die Nacht des Raben, ja auch super gemacht. Und ich stelle mir dann immer gerne vor, so, wer sind diese... Wie haben die da gelebt?
ja, wie haben die da Ja. gelebt? Was war das Ja. für eine Kultur und so? Also ich würde mir auch ein Gothic-Sequel irgendwie wünschen, wo man in Jaaken da spielt, also wo diese ganze Stadt aufgebaut ist. Ja. Das wäre Ja. so geil, wenn es da eine Mod dazu gäbe. Quahodron Oder- und so weiter und so fort, alle, ja. Ey, würde ich total feiern. Also man kann, wenn THQ jetzt, sag ich mal, mit dem Remake einen Erfolg macht und das ein Riesenerfolg wird, ein Riesending wird, dann hoffe ich, dass sie die Marke meinetwegen gerne so weit ausschlachten, wie es irgendwie geht. Und dann Ja. noch mehr Spiele und Prequels und Sequels dazu machen. Und wenn ein die ganz alle- anderes Gothic 4. Und wenn die alle geil werden, so meinetwegen sollen die da 1000 Gothic-Spiele nochmal produzieren. Ich meine, für Ja. mich als Content-Creator wäre das super. Und von daher, ja, mal sehen. Aber jetzt, ich schweife, glaube ich, ein bisschen ab. Also Spielwelt. Nicht schlimm, super. alles gut, normal. Das ist immer passiert. Das ist noch bei keinem Interview bei mir so gewesen, dass Ja. man nicht irgendwo irgendwie immer abschweift. Nee, verständlich. Natürlich. Genau. Also Spielwelt und der Fantasy-Style dazu, wie das zusammenspielt irgendwie, ist, finde ich, top. Okay. So, und wie ist die Glaubwürdigkeit in Gothic 2? Auch sehr glaubwürdig. Man kann sogar fast schon Parallelen zu unserer Welt irgendwie erkennen. Die Menschen in der Stadt, ne, die haben halt Angst vor einer Invasion der Orks. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, also an dem Zeitpunkt, wo die Ukraine von Russland angegriffen wurde, hatte ich ähnliche Vibes einfach gehabt, weil man dachte sich so, was ist das jetzt? Eine super unsichere Zeit so. Mich hat es total beschäftigt auch und ich habe mir da ultra viele Gedanken drüber gemacht und da kann man auch viele Parallelen halt ziehen, irgendwie auch zu dieser Gothic 2 Welt und dann kann man sich noch besser reinversetzen, irgendwie in diese Angst davor, dass da jetzt irgendwie ein großer Knall passiert. Und in dieser Spielwelt aber betrachtet gibt es natürlich ein paar, ich sag mal, Logiklücken oder so ein paar Sachen, wo man sich denkt, na, das passt nicht so gut oder da hat man sich nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber dafür gibt es auch manche Aspekte, wo man sich sehr viele Gedanken gemacht hat. Und Gothic 2 ist ja auch so ein Spiel, ich merke das jetzt gerade auch wieder, weil ich es gerade spiele. Wenn jede deine Aktion hat, kann irgendwie Konsequenzen haben. Egal, was du hier mal sagst oder dort mal tust, kann es sein, dass es später nochmal in einem Dialog irgendwie aufgegriffen wird. Und das finde ich so geil und das macht die Glaubwürdigkeit nochmal so, das treibt die nochmal so exorbitant in die Höhe. Weißt du kannst nur einen einzigen Dialog mit irgendeiner Person führen und 3 Spielstunden später kriegst du das irgendwie nochmal in einem Backlash mit, wenn du mit einem anderen Typen sprichst, der das nochmal aufgreift, dass du mit dieser Person dann nochmal gesprochen hattest und so Zeug. Also diese Verknüpfungen, die Piranha Bytes da schaffen konnte, die sind unglaublich krass. Und es gibt wahrscheinlich immer noch Dialoge, die ich immer noch nicht gehört habe, bis heute. Das ist bei jedem so. Da gibt es ja auch, Enno, glaube ich, hat das gemacht mit den Dialogen, die du nicht gefunden hast, oder? Ich bin mir gar nicht auch sicher. Jorgensen hat das auch gemacht. Der hat Genau, auch mehr Videos dazu gemacht, fast niemand kennt sozusagen. Genau. Viele kannte ich, aber es gab ein paar, die ich auch gar nicht kannte. Richtig. Weil es Dinge sind, die mir nie passiert sind, versehentlich oder irgendwas in der Art so. Ja, das ist wirklich krass, was da alles hineinspielt. Genau, um wirklich alle Lines zu hören, müsste man die sich mal alle irgendwie exportieren Datei, und mal alle ja, durchhören. So. Ja. Genau. Und ich meine, man findet auch immer was Neues in Gothic. Ja. Wie gesagt, beim letzten Mal, wo ich auf der Switch gespielt habe, bei der Höhle, wo der Bandit ja am Anfang ist, der ja auch mit dir gesessen ist damals in der Mini-Kolonie. Dieser Bandit, daneben dran kann man ja links hochklettern und da gibt es ja dann noch ein Amulett, je nachdem, wo ihm du dich anschließt und so weiter und so fort. Und du kannst ja auch am Anfang schon hochklettern, das ist ja ein Riesenrad, du kannst dir ein bisschen Erfahrung holen und ein bisschen Sachen einsammeln. Und das habe ich zum Beispiel erst... Wie wieder? Du redest von dem Banditen, der bei Cavalorn da am Anfang ist, oder? Genau. Ah ja, interessant. Ich denke mal, das hast du schon gefunden, ich halt noch nicht. Nee, tatsächlich nicht, deshalb frage ich gerade. Echt jetzt? Nee. Ja, okay, das ist vielleicht interessant, das ist für dich vielleicht interessant. Bei diesen Banditen einfach links hochklettern, da gibt es dann ein Riesenrad, das, ein paar Pflanzen und ganz hinten ist ein Varan, dort ist ab Kapitel 2 dann ein Amulett, was je nach Gilde ein anderes Amulett ist auch noch. Ach, sehr interessant. Ja. Das muss ich mir mal angucken. Ja. Und das habe ich dann so toll gefunden bei Switch, das war ich aus Versehen. Ich dachte so, das sieht eigentlich so aus, als ob konnte man da hochklettern. Dann klettere ich, dachte so, ja okay, irgendwo Buggy, nein, das ist echt ein Weg dorthin, das sind Pflanzen. Und dann habe ich nachgelesen, ob es andere gefunden haben. Es gibt Leute, die es gefunden haben und dann, ja geil, da ist anscheinend sogar ein Amulett im 2. Kapitel dann. Geil. Das vorher nicht erscheint. Muss ich mir Und dann merken. dachte ja. Schau es dir mal an, du bist ja hier im Gothic 2 spielen, kannst es dir ja mal ansehen jetzt, wie du es ja schon Ja, gesagt hast. eben, deshalb. Genau, ja. Und deswegen, man entdeckt auch immer was Neues in diesem Spiel. Es ist egal, was du tust, du entdeckst immer was Neues irgendwie. Absolut. Ja. Okay. Wir hatten jetzt die Glaubwürdigkeit gehabt, genau. Das Kampfsystem wurde ja minimal verändert. Ja, also wurde natürlich stark verbessert im Vergleich zu Mhm. Gothic 1. Ist viel intuitiver geworden, viel besser geworden.
Und ja, ich denke, da gibt es gar nicht so ultra viel dazu zu sagen. Also ist in allen Aspekten optimiert worden, verbessert worden. Besserer Einstieg für, ich sag mal, Neulinge. Aber immer noch, man muss es halt gut beherrschen können. Es gibt viele Tricks. Ich merke das auch im Multiplayer, dass es viele Sachen gibt, wo man eine Angriffskombination abbrechen kann, irgendwie, um die nochmal schneller zu starten und noch mehr Schaden so rauszuhauen und so. Aber ja, kann man nur sagen, positiv. Ja, auf jeden Fall. Genau, so. Der Schwierigkeitsgrad von Gothic 2, die Nacht des Raben. Auf jeden Fall im Vergleich zu Gothic 1 schon knackig und auch im Vergleich zu Gothic 2 normal schon sehr viel knackiger. Ich habe da als, ich sag mal, Jugendlicher da auch hier und da mal Probleme gehabt, gerade gegen die Suchenden, wenn ich gemerkt habe, oh, ich bin doch ein bisschen unterlevelt, also das kann einem dann doch mal schneller passieren, dass man da irgendwie dann doch zu faul ist, sag ich jetzt mal, den einen Wald nochmal zu clearen, der dir vielleicht noch ein Level gebracht hätte. Also da sollte man schon drauf achten. Das würde ich auch einem neuen Spieler, sage ich jetzt mal, mitgeben und sagen, hier immer schön gucken, dass du Viecher farmen gehst und alle möglichen Quests machst, die du irgendwie kriegst. Ja, und am besten noch bevor du Quests zerstörst, indem du dich irgendwo anschließt oder so zum Beispiel. Genau, richtig. Ja. Am Anfang ist das ja nochmal super wichtig. Ich habe ja damals, wo ich das erste Mal die Nacht des Raben gespielt habe, bin ich direkt ins Meantime Kapitel 2. Aber seitdem ich ja weiß, dass man auch nach Jakenda kann, gehe ich immer nach Jakenda zuerst. Ah, machst du erst Jakenda, okay. Genau, weil ich dann das Minental auch clearen kann, weil ich stark genug durch Jakenda bin. Ja, vielleicht mache ich das diesmal auch so. Ich mache es manchmal unterschiedlich. Manchmal gehe ich zuerst ins Minental und clear da gar nicht erst alles, sondern ich mache ja nur ich bin ja nur da, um halt Genau, aber es spawnen ja neue Sachen, die dann nicht mehr spawnen, wenn du dann in Kapitel 2 erst das machst. Deswegen mache ich immer erst Jakenda, weil Kapitel 3 startet ja erst nach Kapitel 2. Absolut. Jakenda kann man ja vorher machen, theoretisch so. Und das ist der Grund, warum ich es immer jetzt mache. Weil beim ersten Durchspielen habe ich so bemerkt, andersrum wäre es ja schau und seitdem mache ich es halt immer so. Ich will es jetzt als Magier nochmal durchspielen. Ich weiß nicht, ob ich das als Magier als erstes Jakenda machen würde, weil ich dann nicht mehr so viel Magie zur Verfügung hätte zu Jakenda sonst. Ich wollte gerade sagen, Jakenda hat ja auch nochmal seine eigenen Gebiete, die gar nicht mal so einfach zu clearen sind. Wenn ich an die Sumpfgolems denke oder an die Minecrawler Warrior im Canyon und so, die Orks und so, das ist schon auch nicht einfach, aber grundlegend kann man ja auch später nochmal, in einem nächsten Kapitel kann man ja auch nochmal nach Jakenda gehen und dann nochmal clearen. Das geht ja auch nochmal theoretisch. Ja. Aber ich mache es halt trotzdem meistens so gut wie alles, was ich clearen kann, cleare ich halt dort. Im Kapitel 5 spawnen ja noch Trolle in Jakenda dann zum Beispiel noch. Überall. Ach so, das wusste ich gar nicht. Cool. Ja, weil ich habe damals so einen Run gemacht mal, ich will so viel XP wie möglich überall sammeln, da bin ich in jedem Kapitel überall hingegangen. Und habe ich gesehen, dass es noch in Jakenda Trolle gibt und noch ein paar andere Monster neu spawnen. Und dann habe ich das natürlich gemacht und fand das auch interessant. Trolle jetzt einfach mal so, ja, Trolle, ja. Ja, kann man immer. Es gibt ja sonst nur einen Troll in Jakenda oder zwei. Nee, 3. Es gibt ja noch diesen einen Berg da mit dem Troll, stimmt, bei Quarodron. Ja, oder war da ein Troll oder 2, ich weiß gerade nicht. Ich weiß, dass es einen gibt neben den Orks da und einmal da oben bei Quarodron da. Und einmal noch hinter der Brücke, wenn man quasi zu einem der Tempel geht, da ist auch noch ein Troll. Ja. Bei den Totenwächtern. Genau. Aber ansonsten, da wo dieser Tempel ist, wo die Orks sind, diese Bibliothek oder was das ist, da spawnen auf jeden Fall 2 Trolle schon mal im 5. Kapitel zum Beispiel auf. Ach, guck mal. Das ist gut zu wissen. Ja. Und noch ein paar andere, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wo noch was war, aber da hinten weiß ich auf jeden Fall, dass es auch 2 war. Im Zweifel finde ich die schon noch. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ja. So, genau. Wir waren jetzt bei Schwierigkeit, genau. Charakterentwicklungen, die haben wir eigentlich vorhin angestoßen. Ja. Oder siehst du da in der Charakterentwicklung noch? Nö, eigentlich nicht. Also es gibt ja viele neue Charaktere in Gothic 2 im Vergleich zu Gothic 1 und die jetzt, sag mal, die da sind und die jetzt wirklich schon eine Veränderung durchgemacht haben, ist ja jetzt zum Beispiel Dexter und Raven. Das wären jetzt so die 2, die mir jetzt gerade auf Anhieb einfallen, wo man wirklich sagen kann, okay, die haben sich ja natürlich schon grundauf verändert. Nicht nur, weil sie andere Sprecher haben, sondern weil sie auch wirklich andere Ziele auf einmal verfolgen. Durch Belias Einfluss irgendwie. Aber trotzdem, die haben sich schon anders gemacht und Dexter hat ja auf einmal mehr Macht. Man kennt ja Dexter eigentlich nur als einfachen Händler, Schatten aus dem alten Lager, einer von vielen irgendwie. Aber ja, also der hat natürlich schon eine starke Veränderung durchgemacht. Huno, Fortuno und so, die haben ja alle durch die Ereignisse des Endes von Gothic 1 sich ja auch verändert stark. Da kann man schon sagen, es ist eine glaubwürdige Veränderung auch, glaubwürdige Weiterentwicklung, würde ich sagen. Was ich aber brutal schade finde, dass man es nicht geschafft hat, die gleichen Sprecher für die gleichen Figuren
wieder ranzuholen. Also, das ist das Einzige, was man sich halt wirklich ankreiden kann, dass die Agentur, die das damals gemacht hat, das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt hat, die gleichen Sprecher wieder einzusetzen für die gleichen Figuren. Das macht die Immersion stark kaputt, finde ich. Mhm. Einer aus dem neuen Lager war das Wolf, glaube ich, der hat ja auch eine ganz andere Stimme gehabt, oder? Oder war das nicht Wolf? Ähm, Nicht Le Wolf, ich weiß gar nicht, welche. Nee. Bast. Nee. Buster Irgendeine auf jeden Figur hat eine Fall. richtig ganz andere Stimme gehabt. Irgendjemand hat eine richtig andere Stimme gehabt. Wo Ja, gar da nicht waren mehr gepasst einige. hat. Also ich glaube, Fisk Ja, hatte eine andere Stimme gehabt. ja, Und ja auch. auch Anga auch, weil ich glaube, Ja. Hans-Jörg Karrenbrock war, bei Gothic 2 war der nicht dabei. Mhm. Ich weiß nicht warum, ob der irgendwie nicht konnte oder nicht wollte oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber da musste Wolf von Lindenau halt viel übernehmen und der hat dann halt zum Beispiel Anga zum Beispiel Mhm. gesprochen. Passte, muss man sagen, hat Mhm. trotzdem gepasst, aber es wäre Mhm. besser gewesen für den Charakter einfach und für die Mhm. Entwicklung des Charakters, dass Hans-Jörg Karrenbrock das zum Beispiel gemacht hätte Ja. mit seiner dunklen und gefährlichen Kampfkraft- und Wendigkeitsstimme, weißt du? Ja, Das hätte dann ja. irgendwie besser gepasst zum Charakter, weißt du? Ja, und da gibt es halt einige Beispiele leider, wo das halt der Fall ist. Was mich aber am meisten störte, war, dass Sprecher, die manche Charaktere in Gothic 1 gesprochen haben, wieder dabei waren in Gothic 2 und diese selben Charaktere, diese Schmarten, nicht nochmal bekommen haben. Also das war auch, wenigstens das hätten sie hinkriegen können, aber das hat auch manchmal nicht gepasst. Bei Buster zum Beispiel. Buster wurde in Gothic 1 von Dieter Kring gesprochen, also dem Milton-Sprecher. Und der Milton-Sprecher hat natürlich auch wieder in Gothic 2 den Milton gesprochen. Aber in Gothic 2 hat er auch nicht Buster gesprochen, sondern hat es Peter Heusch gemacht. Warum auch immer. Das ist so, Wenn die schon bezahlen, warum kann nicht mir keiner dafür auch, erklären. oder? Und ich wette mit dir, wenn ich einen Originalentwickler von damals frage, der diese Entscheidung getroffen hat vielleicht, oder da bei dem Einsprechen dabei war vielleicht, der wird nicht mehr sagen können, warum das so war. Das ist zu lange her, leider. Ja, das glaube ich tatsächlich wirklich so, dass es wirklich nicht mehr wissen wird, sozusagen von damals. Ja. Leider. Leider. Apropos aber Xardas hat ja theoretisch keine Charakterentwicklung, aber es sind halt überraschende Wendungen ab dem Ende von Gothic 2, weil man ja dann genau weiß, welche wahren Absichten der die ganze Zeit verfolgt hatte, theoretisch. Genau. Richtig. Ja. Also so gesehen, dass das Character Writing, also da wären wir aber auch eher wieder beim Thema Glaubwürdigkeit. Ja. Das ist schon, was manche Charaktere, Hauptcharaktere angeht, war das schon gut und glaubwürdig. Das hat schon gepasst irgendwie. Weil jeder hatte ja auch irgendwie eine Motivation und hat nicht einfach so irgendwas gemacht. Und das das ist halt wichtig, um halt ein Gesamtpaket glaubhaft zu vermitteln. Und da war Gothic immer stark, um die Immersion da quasi aufrechtzuerhalten. Das muss man schon sagen. Würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ja. Okay. Genau. So, wir waren gerade bei Charakterentwicklung. Genau, beim namenlosen Helden jetzt. Normal. Genau, also der hat ja dann sein Trauma da überstanden, nachdem der halt so ewig von seiner Rüstung da geschützt wurde. Und ja, macht halt quasi da weiter, wo in Gothic 1 aufgehört hatte, so ein bisschen, arbeitet für Xardas und versucht erstmal wieder zu Kräften zu kommen, so Rollenspieltypisch halt. Und ja, da wurde halt ja diese Federhaltung, dass er genauso unbeschrieben bleibt, unbedarft bleibt, ja fortgesetzt, dass die Spieler sich selber da ein Bild auf ihn projizieren konnten. Und ich glaube, dass halt auch Spieler, die neu mit Gothic 2 eingestiegen sind und nicht Gothic 1 gespielt hatten damals, dass die halt auch abgeholt werden. Ich glaube, das hat Piranha Bytes auch ganz gut geschafft. Also, man muss nicht zwingend Gothic 1 gespielt haben, glaube ich, um an Gothic 2 Spaß zu haben, würde ich sagen. Ja, hatte ich ja genauso erlebt, sozusagen, theoretisch. Ja, nur den Anfang ganz kurz habe ich damals gespielt, ja. Genau, ja. Okay, wie findest du die Geschichte in Gothic 2? Gibt viele, die sagen, diese ganze Drachenstory ist jetzt irgendwie so, ja, Standard-Fantasy-Kram. Also da hat man sich, glaube ich, eher so diesen typischen Fantasy-Klischees bedient, aber ich finde, es passt halt irgendwie trotzdem in die Welt rein. Auch die Sache mit dem untoten Drachen als Endgegner finde ich auch cool. Wobei ich mir gewünscht hätte, dass er mehr... Es ist halt so unpersönlich, finde ich, das Ende von Gothic 2 gewesen. Dieser untote Drache war cool, keine Frage. Aber wenn man sich auch das ganze Endlevel schon anguckt, war das irgendwie nicht mehr so cool wie der Schläfertempel. Also Schläfertempel fand ich war das bessere der bessere End-Dungeon auf jeden Fall. Aber grundlegend glaube ich, dass die Geschichte irgendwie trotzdem gut da gepasst hat, gut zusammengepasst hat irgendwie. Und dass es da wenig gab, wo ich jetzt sagen würde, das hätte man noch sehr viel besser machen können von der Geschichte her.
Aber ja, ich finde, wie gesagt, Gothic ist gar nicht so getragen von der Geschichte oder die Geschichte trägt die Serie gar nicht so sehr, sondern halt wirklich eher, wie alles zusammen sich irgendwie fügt und die Atmosphäre ist und die Musik ist und die Glaubwürdigkeit der Charaktere und so. Ich finde, das macht Gothic viel stärker aus als jetzt die Storyline. Um es mal kurz zu vergleichen, also ein viel besseres Story-Rollenspiel ist halt The Witcher. So, die Witcher-Spiele sind halt, was die Story angeht, so viel besser als die Gothic-Spiele, muss man ganz klar sagen. Also, ich würde sogar sagen, wenn ich jetzt die ersten 3 Witcher-Spiele miteinander vergleichen müsste, von der Story her, würde ich sagen, ist sogar Witcher 1 das Beste. Weil ich habe es damals gespielt, das erste Mal, 2018 oder so. Ich habe bis da vorher nur ein bisschen Witcher 3 gespielt. Aber Witcher 1 hat mich storytechnisch so umgehauen, so platt gemacht. Da waren so viele Wendungen drin, so viel Inhalt, den ich verarbeiten musste. Das hatte Gothic 1 für mich damals nicht gehabt. Und Gothic 2 auch nicht. Ja, das stimmt tatsächlich. Alleine in The Witcher 2, dass du ja theoretisch auch so eine riesen Entscheidung machen konntest, in welche Richtung du den Krieg lenken kannst und so weiter und so fort damals. Ja. Das fand ich auch toll. Kannst du aber wirklich parallel quasi beide Storylines mit Vernon Roche und mit Jorvett kannst du die ja spielen und das hat... Ja, du kannst speichern davor und das dann spielen, sozusagen. Richtig, genau. Und ein Kumpel von mir, Merlin, der hat das ja damals in seinem Let's Play auch gemacht. Der hat einmal ein Vernon Roche Let's Play gemacht und einmal ein Jorvett Let's Play gemacht. Das war schon ziemlich cool, ja. Solche Rollenspiele sind geil, weil das den Wiederspielwert halt massiv erhöht. Und das hatte Gothic leider nicht. Das hatte Gothic leider nie und das ist halt wirklich ein großes Problem gewesen. Also, was heißt großes Problem? Aber es hätte Gothic nochmal viel krasser gemacht. Und auch hier hoffe ich wieder, dass das Remake das irgendwie schafft, dass, wenn man sich im alten Lager anschließt, was man komplett eigenes erlebt, aber trotzdem irgendwo zum selben Ende wiederkommt, nur auf eine andere Art und Weise. Und das gleiche gilt auch mit Sumpflager und neuem Lager, damit man halt Bock hat, nochmal quasi für die Gilden betrachtet, nochmal eine eigene Storyline zu bekommen. Das hat ja auch Achelos geil gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Gothic-Mod gespielt hast. Chronicles, ich habe bis jetzt Odyssey gespielt, hauptsächlich von großen Mods bis jetzt. Okay, da empfehle ich dir unbedingt Achelos nochmal zu spielen, weil das ist auch, also in meinen Augen, die beste Modifikation, die es gibt. Und was die Story angeht, ist die so fesselnd und so packend und die ist richtig gut. Besser als Gothic, würde ich sogar sagen. Das hat mir Detailliebe ja auch komplett gesagt, ich musste auf jeden Fall auch mal rein. Und das werde ich auch noch irgendwann demnächst bald machen. Ja. Warte noch am besten, bis diese Enhanced Deluxe Edition rauskommt, wo es dann noch mehr Inhalte, noch mehr Rüstung, noch mehr Waffen gibt, die ist gerade noch in der Am besten so, ja. Ich hatte bei Odyssey das Problem, dass ich beim letzten Kapitel in Irrdoraten nicht mehr ab einer Stelle immer abgestürzt ist. Immer noch circa 2 Minuten, wenn man nach vorne läuft, abstürzt. Ich konnte es nicht komplett durchspielen. Das letzte Let's Play ist noch immer nicht drin auf meinem Kanal, weil ich es nicht gefixt kriege momentan. Ich weiß auch nicht, warum das nicht geht. Ich habe noch 19 State, alles. Ich verstehe es nicht. Gerade wenn man schon so tief drin ist, ne? Ja, aber die Story macht ja schon Spaß von Odyssey, muss ich halt sagen. Auch wenn ich viele Sachen unkonventionell lösen musste, weil ich halt zu sehr auf Stärke am Anfang gegangen bin und dann vieles ganz komisch mit rauslocken aus einem Lager, töten, mit Waffe ziehen, dass er dich verfolgt, manche Sachen machen musste. Also ganz komisch musste ich das spielen, dann waren auch noch manche Quests verbuggt, die aber irgendwie verbuggt waren ohne Grund. Ich habe alle getötet, Assassinen, zum Beispiel in einem Dorf dort, in einer dieser Städte meine ich jetzt. Aber statt, dass ich nicht befreit habe, obwohl ich es befreit habe. Da war kein Assassin, ich habe danach nochmal offscreen geguckt, mit Cheats überall geguckt, ob da noch irgendjemand lebt. Nein. Alles eigentlich tot, bis auf die Frau von dem Nomaden, so zum Beispiel. Ganz komisch. Ja, das ist natürlich dann blöd, ja, wenn das dann sowas passiert, ne? Naja, oder ich weiß nicht, hast du Odyssey gespielt? Ich hab's angefangen, muss aber sagen, dass ich es irgendwie nach ein paar Stunden dann wieder sein hab lassen, weil ich gemerkt hatte, es war mir ein bisschen zu MMO-lastig. Also es war mir zu viel, sammel mir so und so viel davon und töte so und so viel davon und das hat mir dann schnell den Spaß, glaube ich, genommen. Vielleicht gebe ich dem ganzen Ding irgendwann nochmal eine Chance, aber ich habe mir auch von Jorgenson sagen lassen, wie er dazu stand, wie er die Mod gefunden hat, weil er hat sie durchgespielt. Und da war jetzt nicht so, dass er jetzt gesagt hätte, dass es jetzt eine sehr gute Mod wäre, deshalb mal gucken. Weil ich bin nicht so der Fan von so Riesenmods. Ja. Also das ist mir einfach zu groß. Ja. Also ich bin zufrieden, ein gutes Rollenspiel braucht für mich sowas zwischen 50 und wenn es richtig Spaß macht, wenn die Story richtig gut ist, so 80 Stunden. 50 und 80, so irgendwas dazwischen. Wenn die Story nicht so gut ist, nicht so packend ist, dann bin ich da mit 30 Stunden auch schon zufrieden. Also ich bin schwer zu motivieren, jetzt richtig arschlange an so einem Spiel zu sitzen. Das längste, was ich gespielt hatte, war 116 Stunden, das war The Witcher 3 mit allen DLCs. Aber da habe ich auch schon gemerkt, dass ich am Ende hin bei das letzte DLC, Blood and Wine,
Das hatte ich dann auch relativ schnell gespielt, damit ich es dann irgendwann auch hinter mich habe. Mhm. So, das war dann. Ich hatte das Problem bei The Witcher 3, dass ich es nur einmal durchgespielt habe und dann habe ich es mehrmals wieder von vorne getried, aber ich hatte nicht mehr die Lust, das nochmal komplett durchzuspielen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, irgendwann Da, kommt der Tag, wo ich es nochmal machen werde. Irgendwann werde ich das mich nochmal sage ich mir auch immer hinsetzen. bis jetzt. Ich habe es immer wieder versucht und dann wieder doch wieder Ja, gelassen. ich werde es im Stream wahrscheinlich nochmal irgendwann Ja, machen, weil im Stream bist du ja auch irgendwie gezwungen, es weiterzuspielen. ja, ja. Wenn du live streamst und einen festen Streaming-Termin hast und Ja. da ein festes Spiel weiterspielst, dann Ja. dann ist das halt auch dieses Ding von Disziplin. Also ich Ja. diszipliniere mich selber, das weiterzuspielen, Ja. unabhängig davon, ob ich da jetzt Lust drauf habe. Aber dafür habe ich ja wieder eine Woche Ruhe dann, wenn ich auf das Spiel keinen Bock habe, weißt du. Und dann ist auch wieder genug Lust da, um es wieder weiterzumachen. Ja, das hatte ich ja bei Elden Ring genauso bei dem Stream. Ich habe Elden Ring, ich habe nur die Dark Souls-Spiele alle durchgespielt immer. Aber Elden Ring habe ich mir gedacht, ach, das ist so lang, ich habe keine Lust eigentlich so viel. Und mir hat eigentlich die Dark Souls Art besser gefallen, die Bosse und alles. Aber dann habe ich mich on Stream durchgezwungen, weil viele wollten, dass ich das mal spiele. Und dann habe ich mich durchgezwungen durch Elden Ring, kurz bevor der DLC rauskam. Dann bin ich nach einer Woche fertig gewesen on Stream. Ja. Und nach einer Woche habe ich dann direkt dann den DLC auch weitergemacht und fertig gespielt. Aber nur wegen der Disziplin, wegen des Streams auch, weil wahrscheinlich hätte ich es nicht so lange gespielt. Oder nicht so lange gespielt, dass es zu dem interessanten Teil gekommen wäre, wo ich doch Lust hatte dann mehr drauf. Weil dann halt die coolen Bosse kamen bei Elden Ring dann erst. Die kommen erst viel später. Am Anfang hast du nur so langweilige Bosse fast. Nur eigentlich. Bis auf den ersten großen Story-Boss. So, der ist ganz cool. Aber ansonsten denkst du dir so, ja, die Welt ist ein bisschen besser in Dark Souls. Weil sie auch kleiner ist und besser, kompakter und besser gemacht worden konnte. Dadurch auch viel interessanter gemacht wurde. Weil in Elden Ring läufst du so viel rum manchmal, wo gar nichts ist. Und das ist halt wirklich manchmal so nervig. Und in jede Höhle ist im Prinzip immer irgendein so Miniboss drin, der irgendwie 5-mal auch recycelt wird zum Beispiel oder so. Auch, Ja, das ist halt das Thema mit großen Spielwelten. Ja, Ich finde, ja. es gibt kaum Spiele, wo eine große Spielwelt halt wirklich gut umgesetzt ist. Das Ja. ist ja auch, daran haben ja auch die Piranha Bytes Spiele zuletzt gekrankt, dass Ja. die Welt immer größer, immer krasser, immer mehr sein musste und am Ende des Tages war es halt nur noch rumgelaufen und Ja. Gegner schnetzeln irgendwie. Das war dann einfach so Hack and Slay, das hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht. Ne, den kann ich wie gesagt auch verstehen. Und wie gesagt, bei Elden Ring habe ich dann so. Also wie gesagt, dann habe ich mir so meine 2 Top-Bosse. Ich weiß nicht, ob du Dark Souls oder so gespielt hast oder Elden Ring. Ja, also ich habe Dark Souls einmal angefangen und habe Ja. schnell gemerkt, dass es überhaupt nicht meine Serie ist. Also ich kann zu Dark Souls und Elden Ring gar nichts sagen, leider. Ja, okay. Wie gesagt, es gab 2 Bosse, an denen ich wirklich über 5 Stunden gehangen habe. Das war der Endboss aus dem DLC in Dark Souls 3 und der Endboss aus dem Elden Ring DLC. Das waren die schlimmsten Bosse jemals, die ich gemacht habe in irgendeinem Spiel. Wie gesagt, also ich saß bei beiden über 5 Stunden on Stream. Krass. Man hat schon mir die Verzweiflung angemerkt, manchmal so bei den Bossen. Ja, ich gucke manchmal bei Flo, also beim Kumpel von mir im Stream manchmal rein, der hat auch Elden Ring mal gemacht und der ist da auch echt nerventechnisch auch echt kurz vorm Zusammenbruch gewesen gefühlt manchmal. Ja, und dann hat auch Viewer so geschrieben, ja, also eigentlich dachte ich, dass du heute dann aufgibst, endlich mit dem Boss da weiterzumachen. Aber du hast es ja wirklich geschafft, oder GZ. Naja, das ist Das dann. war richtig lustig. Die Viewer glaub, haben auch schon gesagt, das geht ja gar nicht, du siehst ja schon tot ausgefüllt. Ja, das ist dann, glaube ich, für viele die Motivation, dann dieses Gefühl zu haben, davon, jetzt hat man es geschafft. Oh, Aber ja. ich muss sagen, ich bin so ein Spielertyp, ich habe keine Geduld für sowas. Ich will mich abends hinsetzen und will halt was zocken, worauf ich Bock habe, wo ich Spaß dran habe und ich will da nicht arbeiten müssen. Ich weiß, ich habe den ganzen Tag schon Stress. Und da will ich mich jetzt nicht hinsetzen und dann noch 2 Stunden in so einen Elden Ring reinschwitzen, wo ich irgendwie die Hälfte der Zeit es nicht schaffe, den Gegner Platz zu machen. Da habe ich keine Geduld für, muss ich sagen. Ja, okay, das ist ja verständlich. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ja, aber ich kann auch Wie gesagt. nachvollziehen, dass halt Leute das halt gerne machen, Ja. so um sich selbst zu challengen irgendwie. Die Motivation dahinter, die ist mir schon durchaus klar. Ja, aber die Leute, die einen No-Hit-Run machen bei solchen Spielen, also, die sind auf jeden Fall krank, die Leute. Die sind Die krank. brauchen richtig Herausforderungen dann. Ja. Die sind, wie gesagt, ich habe einen Kollegen, der hat einen No-Death-Run geschafft bei Dark Souls bei allen, aber er schafft keinen No-Hit-Run, halt, keinen No-Hit-Run da. Ja. Aber wie viel Zeit die auch investieren hat. Der hat gesagt, er hat 400 Stunden oder so pro Spiel gebraucht, bis er es geschafft hat, einen No-Death-Run rauszumachen. Abgefahren, ja. Weil man jedes Mal halt von vorn anfangen muss, wenn man irgendwo einmal stirbt aus Versehen. So. Stell dir vor, du bist beim Endboss oder so, und dann, oh fuck, von vorn. Ja, es gibt ja auch Gothic-Streamer, die das auch so machen, No-Hit-Runs Ja. und so, aber da muss ich sagen, ist auch eine interessante Art von Content, ich glaube auch unterhaltsam für viele, aber auch für mich ist das jetzt gar nicht so. Das könnte ich auch nicht. Ja. Okay.
Wir waren bei der Geschichte gewesen, genau. 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 Dann sind wir jetzt bei dem Easter Eggs. Ja, da sah ich auf jeden Fall der Mighty Alien Dwarf, der seine Botschaft hinterm Ja. Orkwall hinterlassen hat. Da ist einfach gar nichts, ja. Ich war so Das ist doch- enttäuscht als Kind, dass Ja. als ich da es geschafft habe, in Ich den Wald zu auch. klettern, da war gar Ja. nichts, da war ich so enttäuscht. Aber auch dafür Ja. gibt es ja mittlerweile zum Glück Gothic-Modifikationen, die da zum Glück noch was dahinter machen. Ja, aber ich fand das trotzdem cool, einfach diesen Easter Egg. Und das Auto in Jacken da. Das Auto, stimmt, das Auto. Das die Autowrack. Autokarosserie, absolut, ja. Da gab es bestimmt noch mehr, aber ich glaube, Da gibt's ja auch noch die viel mehr. einzigen Jeder beiden, die Grabstein es hat ja auch noch eine Eigengeschichte von vielen Entwicklern und Stimmt. alles. Ja, genau, die Grabsteine gibt es auch noch. Ja. Oder der untote Mut, den man im Cheat herbeirufen kann, theoretisch auch noch. Ja, stimmt, den gibt's auch noch. Also gibt's bestimmt einiges, Bei aber ich Gothic würde 2 wie gibt es gesagt, sehr viel. Ja. die Tafel da hinterm Orkwall, die war sehr ernüchternd. Wir haben ja vorhin noch über die Glaubwürdigkeit geredet in Gothic 2. Du hast ja gesagt, das ist viel, kann man viel relaten zur echten Welt, also auch zur eigenen Welt. Da denke ich auch daran, es gibt auch Diebe, es gibt auch Arschlöcher, es gibt auch Leute, die nur ihren Vorteil haben wollen, wie Lehmer zum Beispiel. Ja. Genau. Hast du damals im Original Gothic 2, ich hatte damals eine ganz frühe Version gehabt, hattest du damals Lehmer geholfen und hat er dich dann trotzdem danach verpfiffen in der Stadt als Sträfling? Weil das habe ich so in Erinnerung gehabt. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, was du meinst. Ich habe das Original Gothic 2, also ohne Add-on, habe ich nur einmal gespielt und das ist noch nicht so lange her und da hatte ich sowas jetzt mit Lehmer irgendwie gar nicht tatsächlich. Okay, weil ich ganz früher, also war ich kleines Kind, das ist 15 Jahre her oder so, hatte ich in Erinnerung, dass er mich dann trotzdem als Sträfling verraten hat, obwohl ich ihm dann geholfen habe, sozusagen. Aber geholfen bei was? Bei dem mit Sarah ins Gefängnis bringen. Ach, Lehmer habe ich verwechselt. Ja, du meinst Kanta, meinst Kanta, ja, Entschuldigung, Lehmer ist der Geldleiher. Ja. Ja, genau, deshalb Tut war mir ich leid, so tut mir irritiert, weil leid. ich Okay, jetzt den gar- meinte ich, genau, sorry. Krass. Sorry, das war jetzt einfach verwechselt gerade, ja. Okay, da Beides muss ich jetzt Arschlöcher mal eigentlich. umdenken. Also Kanta, ja, also als ich das erste Mal gesehen hatte, dass er mich da bei den anderen Markthändlern verpfiffen hat, weil ich nicht seinen Gefallen erwidert habe, seitdem mache ich das halt immer. Also, weil ich weiß, es gibt keinen Weg drumherum. Also selbst wenn du ihn versuchst zu ignorieren, wirst du ich glaube, 3. Kapitel oder so, wirst du nicht mehr handeln können und dann musst du ihm sowieso helfen. Also da gibt es keinen Weg drumherum, deshalb macht man es einfach oder hat man es hinter sich. Ne. Weil du sonst 500 Gold zahlen musst, halt dann die Stadt oder an ihn, genau. Und Dass er selbst dich wenn wieder man reinwäscht. Kanta verpfeift, also selbst wenn man ihn verpfeift, kommt er Ja. irgendwann wieder frei und dann ist das Problem ja trotzdem da. Also das heißt, Genau. gibt es keinen Weg drumherum. Ja. Ist eigentlich Sarah danach im Gefängnis oder ist die ganz Ja. weg danach? Ja, okay. Nee, die ist in einer Daran erinnere ich mich Gefängniszelle jetzt nicht dann. mehr so genau. Ja. Okay, Genau. So, okay. Welchen Lager würde sich in Gothic 2 anschließen? Ich glaube dem Kloster. Das wäre, glaube ich, da gibt's auch, danach wäre nur noch die Wahl zwischen Pest und Cholera, was Stadt und Hof angeht. Ja. Aber das Kloster ist halt so erhaben, ist ein Ort des Studiums und ich kann mir das total vorstellen, dass ich so ein Bücherwurm wäre. Also das, was ich im echten Leben nicht bin, ich lese im echten Leben gar keine Bücher, einfach weil ich keine Zeit dafür habe. Aber ich glaube, in so einer Fantasy-Welt würde ich mich, glaube ich, in solchen Bibliotheken, ich würde mich so vergraben da drin und würde da nicht mehr rauskommen. Also Du das wärst würde der ich machen. Xardas, ein Jüngling sozusagen schon fast. Ja, also vielleicht nicht mal das unbedingt. Ich wäre einfach Ja, so ein richtig gelehrter Novize, der einfach über alles irgendwie Know-how hätte, der alles wissen würde. So ein bisschen so ein Samuel Tarly aus Game of Thrones wäre ich wahrscheinlich. Nee, und ich würde mich halt, also entweder halt den Magiern, also nicht Magier, sondern Novizen anschließen, weil da ist halt die Gemeinschaft am besten, du wirst halt auch nicht sehr unwahrscheinlich in den Rücken gestochen, wenn du nicht selber irgendeine Scheiße baust dort. Aber du meinst ja das Kloster. Genau, meine ich ja. Ja, ich auch. Novize. Ja, genau. Das sage ich jetzt nur, was ich auch nehmen würde, sage ich jetzt halt nur gerade. Genau, Ja. oder ich würde halt im Notfall halt einfach bei Konstantino ein Alchemist sein und fertig. Und gut ist sozusagen. Aber nur, weil es halt einfach nicht, ich wäre einfach nur ein Arbeiter in der Stadt, ein Bürger der Stadt und fertig. Sozusagen. Ja, ich glaube, in der Stadtleben, da wäre mir zu viel los. Also, was ich mir noch alternativ vorstellen könnte neben Kloster wäre, wenn es jetzt so eine Jägerfraktion noch gäbe irgendwie. Also irgendwie, ich meine, Dragomir, Bartok und so vielleicht noch 2, 3 andere Jäger, und die leben da in ihrem Jägerlager irgendwie bei Orlands Taverne und so. Und die hätten da so ein festes Lager, wo die da immer wären. Da würd ich mich auch noch sehen, ehrlich gesagt. Aber halt, weder in der Stadt noch auf dem Hof würde ich mich sehen. Ehrlich gesagt. Also zumindest nicht dauerhaft. Nee, kann ich auch verstehen.
Wie gesagt, ja. Aber es kommt halt auch immer darauf an, ob du dich als Jäger sozusagen, ob du denkst, dass du als Jäger sozusagen immer durchkommst bei allem, was du jagst. Ich glaube, ich habe Bogenschießen früher ganz gerne gemacht. Also, Mhm. das war ziemlich cool. In meiner Jugend habe ich das sehr gerne gemacht. Und Reiten war ich auch. Und Schwertkampf habe ich jetzt nicht Mhm. praktiziert oder so. Mhm. Aber da interessiere ich mich für. Mhm. Also, das heißt, selbst wenn ich jetzt ein angehender Jägerlehrling wäre, Mhm. könnte ich das auch mir vorstellen, das gerne zu machen in so einer Mhm. Welt. Also, Mhm. wenn ich da jetzt leben würde. Weil ich bin auch so ein naturnaher Typ. Also Mhm. deshalb würde ich zum Beispiel in der Stadt gar nicht leben wollen, weil ich bin nicht Mhm. so der Stadtmensch. Das bin ich auch im Okay, Real Life verständlich. nicht. Ja. Und auf dem Hof leben und da jetzt zwischen den Söldnern da irgendwie rumhängen oder extrem schwere körperliche Arbeit machen. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Bücher lesen und einen Hof fegen oder Mhm. halt in einem Tierhaus nehmen, dann würde ich halt lieber das machen, als jetzt auf einem Bauernhof Ja. irgendwie dafür auf den Feldern zu arbeiten, muss ich ehrlich sein. Mhm. Ja, deshalb. Also Kloster oder alternativ halt ein Jäger sein, Mhm. glaube ich, der nirgendwo so richtig zugänglich ist. Ja. Nee, wie gesagt, ich habe damals auch ein Jahr lang Bogenschießen mit 17 gemacht. Da hatten Mhm. wir bei uns in der Stadt, gab es so einen Hof, wo das gemacht wurde für kostenlos. Und da war ich dann halt immer hingegangen. Ja. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht damals, auf jeden Ja. Fall. Ich Aber hab's, danach, ich wo es hab's, was gekostet hat, hatte ich kein Geld dafür mehr. ja, das ist immer nur die Sache. Ich hab's hobbymäßig gemacht mit meinen Brüdern Mhm. und wir hatten uns da Bögen organisiert, die auch echt gut waren. Das war so ein Mix aus Sportbögen und Mhm. wir haben auch selber Bögen gebaut tatsächlich. Die haben natürlich nicht so gut funktioniert, aber Mhm. grundlegend gab's dann auch Pfeile, die du dir kaufen konntest und mit so einem Sportbogen, der mit so einem Kunststoff gemacht wurde, der auch stabil war, gut Mhm. funktioniert hat, konntest du schon 300 Meter weit schießen mit so einem Pfeil. Und dann Mhm. sind wir immer in die Wälder gegangen und haben halt Waldläufer gespielt. Das hat halt Wie schon Bock cool. gemacht. Das Ja, hat schon das kann richtig ich Bock verstehen, gemacht, macht muss richtig man sagen, Spaß. ne? Und dann sind wir Rollenspiel in Real da, Life so ein bisschen, ja. genau, und dann sind wir durch Äh, die Wälder gezogen und haben da halt unsere Zielscheiben da irgendwo in den Wald gegangen und haben da halt auf die drauf geschossen. Also wir haben natürlich keine Tiere abgeschossen, keine Vögel oder sonst was. So, ja, ja, sonst so hätte ich ja alt waren Probleme wir mit der Polizei schon. sofort. Genau, Gefühlt, das haben wir wenn ihr natürlich erwischt nicht werdet. gemacht. Genau, Ja. aber wir haben uns einfach so, das war so unser Abenteuerleben, das wir damals Mhm. gemacht haben. Ja. Richtig cool auf jeden Fall, ja. I appreciate it. Okay, dann gehen wir jetzt in Gothic 3. Ja, auch ein So, sehr schönes Spiel, wie ich finde. ja, die Spielwelt so. Natürlich sehr viel größer als Gothic 1 Mhm. und 2. War so das erste Mal, wo ich gesagt habe, boah, es ist vielleicht ein bisschen zu groß. Ursprünglich soll es ja noch größer sein. Ich weiß gar nicht, ob du das mal mitgekriegt hattest. Wir hatten ja mit Mario Röske mal in einem Podcast drüber gesprochen und die haben ja gesagt, Gothic 3 sollte ja ursprünglich noch größer sein. Etwa die Hälfte Mhm. noch mal größer. Also 100% quasi noch mal mehr Landmasse. Bis man aber gemerkt hat, dass es technisch performancemäßig nicht umsetzbar. So hat man die Welt in der Mitte geteilt Mhm. und hat den Ostteil der Map quasi weggemacht und hat da quasi das Wasser hingemacht, also das Meer. So ist das ja entstanden quasi, als die Mhm. Ostküste, weil das einfach nur in der Mitte geteilt Und wurde die und Unknown Lands war das auch sozusagen gedacht? das hat er uns jetzt nicht gesagt, aber ich kann Mhm. mir auch vorstellen, dass die von vornherein als Unknown Lands geplant waren, damit man Mhm. quasi dort dieses Ende von Gothic 3 hatte, weil das war wohl schon so fertig. Mhm. Aber wie gesagt, diese Ostküste, die sollte erst dann quasi entstehen oder ist erst relativ spontan dann entstanden, als man gemerkt hat, performance-technisch kann man diese riesige Welt einfach nicht nutzen. Und ich muss sagen, Gothic 3 hat noch eine okaye Größe, also glaubwürdige Mhm. Größe. Die Spielwelt ist noch glaubwürdig, weil es ja ein Kontinent ist und Mhm. du hast die Wüste und Nordmar und so. Das ist auch alles cool, ist auch alles toll. Aber ich glaube, sehr viel größer jetzt nicht sein dürfen, glaube ich. Weil es sonst zu. Mhm. Du kannst, wenn du von der Ostküste losläufst, bist du ja wirklich in Mhm. 2 Minuten Real-Life-Zeit bis im Westen Myrtanas. So. Also, Mhm. das heißt, es ist schon trotzdem noch relativ klein tatsächlich betrachtet. Nur halt sehr Mhm. verwinkelt. Mhm. Das kann ja Piranha Bytes gut, dass sie die Spielwelt verwinkeln kann mit Mhm. Gebirgsketten und so, dass man halt denkt, die Welt wäre groß, aber in Wirklichkeit ist sie halt gar nicht groß. Mhm. Und was ist dein Lieblingsort gewesen? Also vom Schön, wenn du wohin gegangen bist und gesagt hast, wow, sieht das gut aus in Gothic 3. Also in Myrtana würde ich sagen, ist es definitiv Silden und die Wasserfälle. Das ist mein Mhm. absoluter Favorite-Spot. Also wenn ich in der Welt Mhm. leben müsste, wäre es wohl dort. Bei den Jägern auch, bei den Wasserfällen. Mhm. Wunderschön. In Nordmar würde ich sagen, da mag ich das Kloster sehr gerne, das in Nordmar existiert, diese kleine Burg. Die finde ich sehr, sehr cool und sehr Mhm. atmosphärisch. Da wäre ich dort gerne, wenn ich dort leben müsste. Und in Varant hat so seinen eigenen Charme einfach, auf Mhm. die ganze Wüste betrachtet einfach. Ich mag auch den Soundtrack, der da auch Mhm. gut
funktioniert, finde ich. Aber Oh, da der hab ich jetzt, Ishtar-Soundtrack ist traumhaft auch, wenn ja, er der ist reinkommt. auch sehr gut, ja, das Ja. stimmt. Ich glaube, da würde ich wahrscheinlich in Morasul leben. Mhm. Ich finde, der Ort ist einfach so am prägnantesten irgendwie mit diesem großen runden Tempel in der Mitte und dieser runden Mauer, Ringmauer drumherum irgendwie. Das hat so auch ein cooles Feeling, glaube ich. Aber Barkrash ist auch nicht schlecht. Das ist ja auch so wie Gelehrtenstadt für die Assassinen so. Das stimmt. Ja. Mein Problem ist nur, dass ich halt diesen Belia-Kult einfach jetzt nicht so mag. Deshalb würde ich in Barkrash nicht gerne leben. Ich mag allgemein Hitze nicht. Also in der Ich auch Wüste würde nicht. ich so im Allgemeinen nicht gerne leben wollen, weil es da einfach verflucht heiß ist die ganze Zeit. Aber wenn ich das jetzt müsste und in Varant leben müsste, dann wäre es wahrscheinlich halt Morasul, weil Morasul ist zwar eine recht große Stadt im Vergleich zu diesen kleinen Dörfern, aber irgendwie fühlt es sich nicht wie eine Großstadt an im Vergleich zu Ishtar oder jetzt zu Vanguard oder so. Es ist da trotzdem noch irgendwie ein bisschen kleiner. Also es fühlt sich eher wie eine große antike Burg an irgendwie, würde ich sagen. Ja, aber Hitze mag ich ja auch keine. Du magst keine Hitze. Das ist ganz Versteh schlimm. ich auch, Ich werde ja. froh, ich mache 3 Kreuze, wenn der Sommer vorbei ist. Ey. Ich muss noch 1,5 Monate müssen wir noch durchhalten, dann wird es wieder kälter. Ja. Ich hoffe, auf der Gamescom ist es nicht so warm wie manchmal auf der Gamescom. Naja, ich sag mal so, in der Business Area wird es zum Glück ein bisschen akklimatisiert sein. Erfahrungsgemäß, da werde ich wahrscheinlich viel dort rumhängen. Ja, genau. Okay. So. Dann gehen wir jetzt zum Fantasy-Teil in Gothic 3. Hat sich ja gar nicht so viel verändert, glaube ich, Ja. als im Vergleich zu Gothic 2. Der Fokus ist jetzt halt nicht mehr so auf diesen Drachen basiert, sondern du hast das halt viel, also die Gothic 3-Welt ist halt viel globaler, viel größer, doch global ist schon das richtige Wort eigentlich. Es geht um ein riesiges politisches Konstrukt mit diesem Krieg, also es geht viel um Politik. Und du kannst dich ja auch entscheiden, ne, für welche Seite möchtest du kämpfen, für welche Seite möchtest du arbeiten. Es gibt ja 6 Fraktionen, sage ich jetzt mal, für die du arbeiten kannst und wo du Rüstungen erbeuten kannst. Dadurch, dass es halt nicht mehr dieses klassische Gildensystem gibt, bist du halt viel freier in deiner Spielwelt an sich. Und die Fantasy-Welt wirkt halt, oder ich sag mal, diese Spielwelt von Gothic 3 wirkt halt auch viel mittelalterlicher und viel feudaler. Wobei ich mir manchmal gewünscht hätte sogar, dass es noch feudalerer ist. Also ich hätte mir sowas wie Game of Thrones halt gewünscht, dass du halt mehrere Adelige hast, die halt auch eigene Burgen haben irgendwie und die dann eigene Gefolgsleute haben. Das hätte ich so cool gefunden. Man hätte es ja auch nicht übertreiben müssen. Man hätte es ja jetzt auch nicht in Myrtana sagen müssen, man hat jetzt hier 10 Adelshäuser. Das hätte man vielleicht gar nicht machen müssen, aber ich sag mal so 4, 5 Adelshäuser, die du in Myrtana hast, wo du dich einem Haus anschließen kannst irgendwie, die quasi Rebellion gegen die Orks halt führen, gegen die Besatzer, die halt viele Burgen und so besetzt haben und so. Da hätte man, glaube ich, in die Richtung hätte man viel machen können, aber natürlich Zeit, Budget und so, wir wissen ja, das hat ja alles dann nicht mehr so gepasst. Aber wenn man jetzt heute nochmal sich hinsetzen könnte und Gothic 3 nochmal von Grund auf neu konzipieren könnte mit Basis von dem, was man halt kennt, würde ich persönlich, wenn ich Projektleiter wäre, würde dann in so eine Richtung gehen wollen. Würde vielen aber wahrscheinlich auch gar nicht gefallen, glaube ich. Es wäre für viele nicht Gothic genug. Kann ich mir vorstellen. Ich hoffe. Ich hoffe wirklich sehr, dass das Gothic 1 Remake ankommt, dann könnten wir goldene Zeiten erwarten. Ja, da hat sich auch nicht viel geändert bei Gothic 3. Es ist alles glaubwürdig, es ist alles schlüssig, die Fraktionen sind durchaus, Motivationen sind verständlich und da gibt's jetzt. Ja, klar, man könnte jetzt halt sowas sagen wie Lee, ne, dass man bei Lee irgendwie, dass es total horrend ist, alleine den König zu töten in front of his own company. Also, ja, mit der ganzen Armee daneben, so, das macht halt auch keinen Sinn. Das stimmt schon, da ist die Glaubwürdigkeit dann schon ein bisschen abhanden gekommen. Man merkt halt auch einfach sehr, dass da halt viel runtergecuttet wurde, weil eben halt, ne, der Publisher hat gesagt, ihr müsst jetzt releasen, so wie es jetzt ist, und da hat halt vieles gelitten. Aber jetzt diesen Sarg zu öffnen, das würde ewig dauern, da jetzt alles aufzugreifen irgendwie. Von daher, klar, die grundlegende Glaubwürdigkeit vieler Charaktere ist schon da und nachvollziehbar. Also das Grundlegende ist schon richtig, aber natürlich bröckelt das halt im Vergleich zu Gothic 1 und 2. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass die Spielwelt zu groß war und dass man sich ein bisschen übernommen hat. Das Ja, stimmt. auf jeden Fall. Ja. Ah gut, aber wie gesagt, aber das mit dem Schiff am Anfang, dass das weg ist und so weiter und so fort, finde ich halt. Ja, Piraten halt. Ja. Kann man gut finden, kann man als unglaubwürdig betrachten.
ich persönlich finde, es ist ein okayer Move gewesen von Piranha Bytes zu sagen, okay, wir lassen das jetzt weg, das Schiff, dass das jetzt quasi die Ausrüstung weg ist, weil man braucht ja auch irgendwie wieder einen Haken, wo man ansetzen kann, wo man wieder neu sich hochlooten muss, neue Ausrüstung wieder finden muss und so. Da ist schon richtig, dass man jetzt nicht mit der Überbaba-Rüstung, die man aus Gothic 2 hat, da jetzt aufs Festland geht. Klar kann man sagen, ne, es ist unglaubwürdig, aber hey, okay. Okay, aber das Unglaubliche ist, dass der namenlose Held ja nicht mal das Augenos zumindest nicht mitnimmt. So eins der wichtigsten Artefakte überhaupt. Ja, aber da sagt ja Milton auch, das hat keine Kraft mehr, das Augenos, weil ja die Runenmagie zerstört wurde. Ja. Also das fand ich schon relativ schlüssig. Also da finde ich es tatsächlich unlogischer, dass der Held halt keine Rüstung mitgenommen hat. Ja, das ist auch komisch. Nimmt er so einen fetzen Leder mit, so, ja. Das ist ja Krieg auf Myrtana. Ach, ich nehme nur Leder, ist scheißegal. Ja, das ist so das Einzige, wo man sagen könnte, okay, das ist vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, aber okay. Was man hätte vielleicht noch machen können, aber das ist halt auch wieder so Spinnerei, weiß man nicht, ob es geplant war, dass man das Schiff als mobile Basis auf dem Meer mitnehmen konnte. Also, dass man sagt, okay, man hat dann in Ardea hat man so einen Spot, irgendwie im Norden Myrtanas Nordmars hat man nochmal so einen Spot und in Varant hat man so eine Anlegestelle bei Bakaresh oder so. Aber da ist wieder so die Sache, wenn ich mich da jetzt an Risen 2 oder Risen 3 zurückerinnere, da hat mir das mit dem Schiff gar nicht gefallen als mobile Basis. Und dann wüsste ich auch nicht, ob es mir in Gothic 3 gefallen hätte. Das ist halt auch wieder so ein Für und Wider. Weiß ich nicht. Also. In Gothic 2 hat es mir gefallen, die kurze Zeit mit dem Schiff sozusagen. Ja, wie gesagt, das war ja auch eine sinnvolle Designentscheidung, das so zu machen. Auch in Risen 3 war das, fand ich noch okay. Aber in Gothic 3, klar hätte man es machen können, aber ob es gut gewesen wäre, als Schnellreisefunktion quasi übers Meer an den jeweiligen Küsten, das hätte mir vielleicht schon gereicht. Ja, okay, das reicht. Ich meine, Vanguard hat nicht mal einen Hafen. Vanguard, die Hauptstadt des Reiches an der Küste, hat keinen Hafen. Überleg dir das mal. Vielleicht wurde es ja zerstört, wer weiß. Nee, glaube ich nicht. Also es gibt einfach keine Stelle, wo ein Hafen irgendwie da war. Und wenn man sich das World Mesh mal anguckt, es gibt eine Stelle, wo ein kleiner Pier ist, ein kleiner Holzpier, aber kein Hafen mit Docks, so wie in Kurinis. Das ist halt die Sache. Es gibt keinen richtigen Hafen einfach. Ja, das gibt's halt tatsächlich nicht. Ich finde es auch cool, dass sie bei Odyssey das trotzdem in Angriff genommen haben, dass du das Schiff dann finden kannst unter Wasser sozusagen, das gesunken ist mit den Piraten so. Oh, das ist natürlich nice, ja. Das ist richtig cool gemacht. Und wie gesagt, da ist sowieso so viele Easter Eggs in Odyssey und so viele Sachen wieder aufgegriffen, das ist wirklich cool. Also deswegen hat es mir ja so Spaß gemacht, weil da immer so viel kam und auch so viele sinnvolle Sachen. Und der Bodo Henkel hat ja die ganze Mod gesprochen, also den Xardas dort, die haben ja den bezahlt dafür, damals. Ja. Das war natürlich auch wieder so eine tolle Sache. Ja. Okay, genau. Okay, jetzt kommt das Kampfsystem. War natürlich viel einsteigerfreundlicher, sage ich jetzt mal, einfacher und viel mehr über die Maus basiert, aber man merkt auch, glaube ich, dass man dann sich nicht so ultra viel Zeit genommen hat, das richtig, ich sag mal, auszureifen. Weil es ja auch alles eine neue Engine gewesen und da muss man ja alles von Scratch irgendwie nochmal neu machen und ich denke, hätte man mehr Zeit gehabt, wäre das Kampfsystem womöglich auch ein anderes geworden. Es ist halt recht basic, würde ich sagen. Du hast halt Schlagabfolgen, kannst halt blocken und ist aber nicht mehr so gut wie in Gothic 1 oder 2 gewesen. Ich würde schon sagen, es ist schon schlechter gewesen. Aber dafür hat man in Risen 1, was ja der Nachfolgeteil war, da hat man das beste Kampfsystem rausgehauen, was ich meiner Meinung nach, was Piranha Bytes jemals erschaffen hat. Aber das war ja eine andere Geschichte. Gothic 3 ist basic, ist okay, wenn man es einmal easy to learn, easy to master, finde ich. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Charakterentwicklung gibt es da jetzt, glaube ich, nicht so viele. Ehrlich gesagt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also von den Bekannten, die man so kennt, gibt es nicht so viel. Also vielleicht noch Anga, würde ich sagen. Anga ist noch am interessantesten gewesen. Weil da hat es sich irgendwie schon so angefühlt, dass er sich schon von Gothic 1, dass er schon eine Wesensveränderung durchgemacht hatte. Aber auch hier wieder natürlich einen anderen Sprecher gewählt als Gothic 1 und Gothic 2. Also Anga hat über die Serie hinweg 3 verschiedene Sprecher gehabt, was ich fand auch echt schwach war. Aber okay. Aber da bei Anga hat sich so angefühlt, als ob der so die größte Veränderung mit durchgemacht hat und da jetzt in der Wüste ist und da seine Ruhe dann finden will, wenn alles vorbei ist und so. Und da fühlt sich halt, Rüstung.
Genau, richtig. Und da fühlt es sich irgendwie so an, dass er seine letzte Bestimmung gefunden hat und da seine Ruhe dann findet. Also ich glaube, das fand ich eigentlich am coolsten und so, was am meisten hängen geblieben ist. Und bei Laris war auch so, okay, er ist in Geldern, hat da irgendwie seine Geschäfte da gemacht und geht dann auch irgendwie überall dahin, wo es Profit gibt, genauso wie Diego. Und Laris findet seine Ruhe in Braga da und macht sein Sumpfkraut-Ding, was ich irgendwie total komisch finde, weil eigentlich wäre Lago der viel bessere Ort gewesen, aber egal. Ja, stimmt. So, warum in Braga? Geh doch nach Lago, da hast du das so beste Sumpfkraut. Egal. Ja, und Milton, das war ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, Milton ist ja dann am Ende im Kloster und wird daher so der Weiseste der Weisen sein, wenn er irgendwann alt ist und so. Fand ich auch cool. Also ich fand, das Ende von Gothic 3 war irgendwie in gewisser Art und Weise auch irgendwie befriedigend, weil es irgendwie alles einen Abschluss gefunden hat. Jede Figur hat irgendwie nochmal einen Abschluss gefunden und so. Und das fand ich dann okay, irgendwie. Ja. Also ich finde auch diese Videos am Ende mit den verschiedenen Enden, finde ich auch Diese schön Bilder, gezeichnet worden und so weiter und so fort. Ja, ich fand die Bilder auch eigentlich echt gut. Also Ja. es gibt bestimmt viele, die sagen, dass das Ende sehr unbefriedigend ist, aber ich fand es eigentlich... Ich hab da meinen Frieden mitgemacht irgendwie und ich fand das ganz gut. Ja. Okay. Der namenlose Held. Ja, dadurch, dass man halt jetzt, wie gesagt, nicht so diese Gildenfraktion irgendwie hat, sondern dass man viel freier spielen kann, ja, fand ich es auch ein bisschen offener auch vom Helden her. Man hat aber schon gemerkt, okay, es geht halt um die Artefakte und er sucht die dann halt auch und er wird auch alles tun, um die halt zu bekommen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen nochmal so ein Ding. Also so grundlegend würde ich sagen, ist das Wesen dieser Figur halt nicht groß verändert worden. Also ich glaube schon, dass der weitestgehend so geblieben ist, wie der auch schon in Gothic 1 war. Nur, dass er halt gefühlt wusste, er war ja erfahrener und er wusste, wo es lang geht. So, das hast du in Gothic 1 am Anfang vielleicht so ein bisschen noch nicht so gehabt. Da hast du wirklich vielleicht noch eher das Gefühl gehabt, okay, er ist halt da neu in dieser Welt und für ihn beginnt jetzt ein ganz neues Zeitalter für seine Person bezogen. Aber in Gothic 3 merkst du, okay, der hat schon jetzt die ganze Scheiße durchgemacht, so, der ist geprägt davon irgendwie auch so ein bisschen. Das kommt auch schon ein bisschen rüber, muss man sagen, auch in den Dialogen. Apropos Glaubwürdigkeit. Ich finde es unglaublich, wenn man sich den Orks anschließt und, sagen wir mal so, alle Rebellenlager auslöscht und alles drum und dran, dass in Nordmar dich mit den Orks trotzdem komplett verfeindet bist. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, warum Piranha Bytes das so entschieden hat, das so zu designen. Ich meine, sie haben es ja auch in der Story so fest verankert, dass die Orks in Faringen sagen, ey, geh nicht nach Nordmark, geh nicht zu den Orks, die werden dort alles töten. Da hätte ich mir auch noch mehr Erklärung gewünscht, das stimmt. Warum das so ist. Entweder mehr Erklärung und eine kleine Ausrede erfinden, aber dann halt, warum man sich dann nicht mit dem zusammenarbeiten kann. Warum nicht sozusagen dann am Ende. Ja, das stimmt. Es lag vielleicht einfach daran, weil die keine richtigen Lager hatten. Also klar, die hatten so ihre Camps irgendwie. Ihre Clans, und auch die. Nee, ich rede jetzt von den Orks. Achso, ja, die Orks hatten so Camps, ja. Also die Orks hatten so einzelne Kriegslager überall, so verteilt, so kleinere und größere. Ich glaube aber, also ich kann mir vorstellen, dass sie das deswegen so entschieden haben, weil Myrtana war ja schon unterworfen. So, die ganzen Städte waren alle von den Menschen befreit quasi. Da haben ja Orks schon regiert. Und da war der Krieg quasi so gesehen vorbei. So. Ich glaube, deswegen sind die Orks in Myrtana dann viel zugänglicher gewesen für Gespräche. In Nordmar ist es ja aber nicht der Fall. In Nordmar sind die Menschen ja immer noch an der Macht. So, die hängen da in ihren Clans rum, die haben da immer noch die Macht über ihr Land und die Orks sind da immer noch die Invasoren. Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass der Krieg da noch immer viel aktiver ist als in Myrtana, dass sie das so entschieden haben, dass quasi die Orks in Nordmar alle Menschen einfach nur töten, einfach um das Land erstmal zu unterwerfen und da keine Unterschiede zwischen Freund und Feind machen, weil es viel gefährlicher. Es könnte ja auch ein Spion sein. Ne? Also klar, selbst wenn du jetzt 100 Ruf bei den Orks hast in Myrtana, heißt es ja nicht, dass die Orks in Nordmar das akzeptieren oder halt die Anweisung haben, weil vielleicht Khan ja gesagt hat, ey, jeden Menschen, den ihr in Nordmar seht, legt den um, egal wie gut wir mit denen hier in Myrtana sind. Könnte halt trotzdem immer noch ein Spion für die Menschen in Nordmar sein. Vielleicht deswegen, aber da hätte man könnte aber ja auch theoretisch einfach sagen, dass man sozusagen, wenn man alles gemacht hat für die Orks, 100 Ruf hat, dass ein Speer dahin geschickt wird, davon erzählt, oder dass man einen Ulumulu oder sowas in der Art kriegt, um da zugänglich hinzugehen, sozusagen um die Geschichte nochmal zu erweitern von den Orks selbst, nur so. Wenn man schon für die Orks arbeitet dann. Das ist eine gute Idee, also dass man gesagt hätte, wenn man 100 Ruf in Myrtana und Varan für die Orks bekommt,
dass man nur dann von Khan in Ulumulu kriegt und dann eröffnet sich nochmal eine komplett neue Storyline. Genau. Nur für die Orks in Nordmark. Das stimmt, das wäre wirklich eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Ja, und das hätte mich sehr gefreut. Das wäre einfach was anderes. Dann könntest du ja wirklich ein richtig böses Belia-Ende mal machen. Aber, wie gesagt. Ja. Aber dann hätte man vielleicht auch sagen müssen, man hätte das gleiche halt auch für die Menschen machen müssen und für Varant. Um quasi nochmal für jede Fraktion irgendwie so eine komplett krasse, unique Storyline nochmal zu bringen. Da finde, wenn nur für die Orks wäre es dann auch ein bisschen fragwürdig gewesen. Warum hätte man das dann nicht auch für den König oder für Varant machen können? Ja, für den König wäre es ja vielleicht zum Beispiel im Nomaden und die Nordmark-Krieger sind vielleicht sozusagen die gute Seite, das gute Ende. Und das Mittelende ist ja das weiterhin von Xardas sozusagen mit Adanos. Genau. Sozusagen. Also ich meine, man könnte ja trotzdem sagen, gutes Ende ist Nomaden, Rebellen und Nordmark-Krieger oder was auch immer. Und dann könnte man trotzdem was in der Richtung machen. Richtig, ja, aber da kann man natürlich jetzt viel rumphilosophieren und rumdiskutieren. Ich glaube, da ist noch so viel möglich gewesen. Wie gesagt, auch Potenzial fürs Remake, meiner Meinung nach. Für ein potenzielles Gothic 3 Remake, ja. Ja, das wäre schon cool. Okay. So, wir hatten gerade den namenlosen Helden. Jetzt die Geschichte halt. Ja, die Geschichte an sich ist natürlich sehr fade. Also es gibt natürlich keine richtige Hauptstoryline. Ist ja immer nur dieses Jahr finde Xardas und da dreht sich halt alles um diese Artefakte irgendwie. Finde ich okay, weil der Fokus bei Gothic 3, finde ich, da gar nicht drauf lag irgendwie. Wie gesagt, bei Gothic 3 hat man, glaube ich, auch das Game Design technisch den Fokus viel mehr auf dieses global-politische irgendwie gelegt, als jetzt auf eine gute Handlung, glaube ich. Ich finde aber trotzdem dieses Suchen der Artefakte und so, das hat schon Spaß gemacht oder das macht schon Spaß und das finde ich auch cool. Und was du dann mit diesen Artefakten anstellen kannst und dich dann so für diese Götter, für das Ende des Götterkrieges irgendwie entscheiden kannst, finde ich auch cool. Aber es wird natürlich nicht so intensiv, sage ich jetzt mal, permanent behandelt. Das kriegst du halt nebenher immer irgendwie mit. Also für mich ist der Fokus viel mehr auf die Nebenquests und auf die Nebenhandlungen und so gerichtet. Das hast du bei Gothic 1 und 2 war das noch nicht so. Das hat bei Gothic 3 irgendwie so einen Switch gemacht, in meiner Meinung nach. Okay. Gut. So, Easter Eggs. Also ich kenne in Gothic 3 wenig Easter Eggs, ehrlich gesagt, selber. Ich kenne ein richtig cooles Easter Egg, und zwar, wenn du in Ishtar über dem zweiten Haupttor, der quasi zum inneren Ring führt, da ist eine Kammer oben, so ein Raum. Wenn du da mit der freien Kamera reinfliegst, dann siehst du natürlich, der Raum ist leer und nicht begehbar, also da gibt es keinen Zugang zu diesem Raum von innen. Und du siehst da nur so einen kleinen Zettel an der Wand hängen und da steht auch nochmal eine Nachricht vom Mighty Alien Dwarf drauf. Der quasi die gleiche, also der hat auch der gleiche Entwickler, der quasi auch die Nachricht auf dieser Plakattafel hinterm Orkwall hinterlassen hat. Und ja, das fand ich ziemlich cool. Was stand da? Ich weiß nicht mehr genau, irgendwie sowas wie, ja, du hast die geheime versteckte Chamber gefunden, wir wissen, dass das hier alles ist alles nur Illusion, das ist alles nicht echt und so, die Welt existiert gar nicht und so ein krasser Kram stand da drauf, irgendwie so witzige kleine Sachen. Okay, ja, das ist wirklich lustig. Ja. Musst du mal googeln, da gibt es bestimmt ein Video dazu, wie jemand diesen Zettel irgendwie findet, oder gibt es vielleicht im World of Gothic gibt's auch Screenshots davon oder so. Okay. Wo würdest du anschließen? Du hast ja schon gesagt, du möchtest Jäger oder so würdest du werden jetzt in Gothic 3, oder? Ja, also wenn ich in dieser Welt leben müsste, ne, in Mythana wäre es eben so die Jägerfraktion bei Silden, die aber auch eher für sich sind. Also ich glaube nicht, dass die jetzt direkt zu Silden gehören, aber die leben da so ein bisschen abseits, die würde ich auf jeden Fall nehmen. Wenn ich in Mythana leben müsste und wenn ich in Nordmar leben müsste, dann wäre es eben das Feuermagierkloster auch. Weil einfach, ich liebe diese Bibliothek. Die Bibliothek ist total cool, ich könnte mich da auch reingraben. Mich die ganze Zeit da drin irgendwie Wälzer lesen. Würde ich jeden Tag machen, wirklich, kein Scheiß. Ich würde 8 Uhr aufstehen, Frühstück, dann ab in die Bibliothek und dann bis spät abends. Ich würde mich tatsächlich den Waldläufern anschließen. In Mythana wahrscheinlich, ja. Auch gut, auch eine coole Fraktion. Würde ich auch wahrscheinlich auch nehmen, wenn ich jetzt nicht die Jäger von Silden nehmen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch die Waldläufer nehmen. Wobei man natürlich immer sagen muss, die kämpfen halt auch gegen die Orks, ne? Und die Orks sind halt in Mythana eine Überzahl. Also es wäre auch nicht gerade ein einfaches, entspanntes Leben, glaube ich, weil du musst dich halt trotzdem vor denen irgendwie in Acht nehmen. Aber klar, du hast halt natürlich die Druiden, die natürlich mächtige magische Wesen sind, die halt sich auch verteidigen können. Und die Orks haben auch Respekt vor den Waldläufern. Also ja, stimmt. Also ich würde wahrscheinlich sogar auch die Waldläufer nehmen als Alternative. Genau. Aber ich würde mich jetzt ungern als Ork-Söldner anschließen und ich würde mich aber auch ungern den Rebellen irgendwie anschließen. Das wäre so... Ich auch nicht. Weiß ich nicht, ey. Keine Ahnung. Das kann halt ja auch kippen und dann bist du auf der Verliererseite und
Deshalb, ich sage, das ruhigste Leben in Mirtana hast du, wenn du dich der Jägerfraktion in Sylden anschließt. Ich Wenn bin du mit aber den auch. 4, 5 Jungs da rumrennst, dann bist du eigentlich safe. Ja. Du bist vor den Orks sicher, weil die Orks sind auf dich angewiesen. Und du bist vor Rebellen sicher, weil auch die Rebellen sind auf dich angewiesen. Von daher, beste Situation. Ich finde halt mit den Rebellen das Problem, ohne den namenlosen Held wäre es eigentlich trotzdem alles hoffnungslos unterlegen. Egal was für schöne Pläne, egal was für Pläne die schmieden, ohne jemand übermächtigen oder irgendeiner großen Armee oder was auch immer, würden sie niemals mehr an die Macht kommen und zwangsläufig werden sie auch irgendwann gefunden werden. Wenn ein Orkspeer auch nicht auftaucht oder so, klar, die werden wieder irgendwann gefunden. Das stimmt. Also ich glaube, wenn man Sicherheit will, schließt man sich, glaube ich, den Orksöldnern an. Aber das Problem mit den Orksöldnern ist halt ähnlich wie bei Gothic 1 im neuen Lager und in Gothic 2 mit dem Großbauernhof. Die, klar, die haben halt einen Anführer, aber es gibt ja auch Orksöldner, die machen, was sie wollen. So, das merkst du ja in Montera zum Beispiel. Da gibt es ja Orksöldner, die halt auch so hau drauf sind, sage ich jetzt mal. Und wenn man sich da nicht richtig durchsetzen kann und sich jetzt nicht so mit Gewalt irgendwie sich Raum und Stärke verschaffen will, dann bist du bei den Orksöldnern, glaube ich, nicht gut aufgehoben. Also ich bin selber jetzt auch niemand, der total drauf steht, jemanden zu schlagen. Also ich würde als Orksöldner total schlecht aussehen, weil ich halt eher so ein friedlebender Typ bin, der Konflikten eher aus dem Weg geht. Und deshalb bin ich, glaube ich, bei den Feuermagiern in Nordmar im Kloster am besten aufgehoben einfach. So, dass, ich sag wieder, ich bin so der Samuel Tarly, wenn man jetzt nochmal die Brücke zu Game of Thrones schlagen will. Ja. Ich bin nicht so scharf drauf, Gewalt auszuüben. Wenn es muss, dann muss es halt, aber nicht by choice. Nee, verstehe ich auch. Ich wäre trotzdem bei den Waldläufern geblieben, die sind ja auch alle ziemlich versteckt. Ja. Und die werden ja, die Orks gehalten bei denen ja im Prinzip immer in Hinterhalte. Und das ist halt die wissen halt, was sie tun, die Waldläufer eigentlich, um sich am Leben zu halten. Und sie haben immer noch im großen Notfall immer die Druiden, die wirklich sehr mächtig sind. Und ich glaube kaum, dass die Schamanen jetzt da nur wegen Waldläufern da irgendwie 10 Schamanen hinschicken und dann, was wenn es schief läuft, dann haben sie sehr, sehr starke, mächtige Schamanen sind weg. Ja, die haben ja nicht so viele Schamanen, die Orks. Die haben ja nur eine begrenzte Zahl. Und mächtige Schamanen haben sie erst recht wenig, sozusagen. Ja, das stimmt schon. Also die Waldläufer wären auch wirklich eine gute Wahl. Gerade weil sie auch in der Natur leben. Das wäre ja noch mal, wie gesagt, bei mir ist es ja so, ich bin nicht so der Stadttyp. Also ich würde auch lieber in einem coolen Lager in der Natur irgendwo leben, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Lager von Runak denke. Das wäre ein ziemlich cooles Lager da am Wasserfall mit dieser einen Hütte da. Ist ein kleiner Trupp bloß, aber hat auch einen guten Spirit da in der Natur. Und wenn man überlegt, die Schattenläufer greifen die Waldläufer da ja nicht zwingend an. Ne, da leben ja super viele Schattenläufer, aber wenn die sich zusammenrotten würden, diese 10 Schattenläufer, könnten die diese Waldläufertruppe ja einfach platt machen. Aber du merkst, diese Aura von Runak hält die ja davon ab. Also wärst du da sogar relativ sicher. Der kann sich ja selber verwandeln in einen mit seinem Grundstein da. Richtig, deshalb bist du da sogar relativ sicher als Waldläufer sogar. Ja. Genau, ja. Okay. Dann gehen wir jetzt noch schnell die Risen-Reihe durch etwas. Würde ich mal sagen. Alles klar. Gut, okay. Dann fangen wir mit Risen 1 an. Unser beider Lieblingsteil von der Risen-Reihe. Ja, absolut. Ja. Absolut. Also tolle Spielwelt, super, fühlt sich sehr viel wieder wie Gothic an, wie Gothic 1. Also da hat man so viel mehr gelernt aus den Fehlern von Gothic 3 und eine kleine Welt gebaut, anstatt jetzt so eine überdimensionierte große Spielwelt zu erschaffen. Und die Atmosphäre ist halt auch wieder so viel besser. Macht so viel Spaß, Musik ist super, alles passt da irgendwie super zusammen. Es ist rau, es ist auch düster irgendwie, aber es kann auch schön und saftige grüne Farben haben, die Wiesen, die Natur und so. Also Risen 1 ist für mich das perfekte Paket irgendwie. Ja, will ich auch auf jeden Fall sagen. Findest du glaubwürdig die Welt von Risen 1? Ja, so im Kleinen betrachtet auf jeden Fall. Im Großen betrachtet wird es natürlich schwierig. Weil, man muss halt überlegen, ne, dieses Setting mit diesem, er ist ein Feuertitan unter der Insel, der nur magisch festgehalten wird. Ist ja ähnlich eigentlich wie bei Gothic auch, ja. Aber irgendwie fühlt sich's so seltsam an, wenn dieser Feuertitan dann entfesselt wird. Und wenn er doch so mächtig ist, warum geht er nicht einfach und nimmt die Insel dann ein? So, weißt du, ich meine, es gibt ja auch diese Intro-Sequenz, wo ein Titan, es war nicht der Titan, aber es war ein Titan, der übers Meer lief. Also der war bis zu den Knien, war der irgendwie im Wasser
oder bis zur Hüfte. Also quasi wie bei Attack on Titan, quasi so wirklich so ein bisschen. Ja. Und nur dieser eine Magiestrahl vom Inquisitor hat den halt abgehalten, die Insel anzugreifen. Wo ich mir denke, sowas hätte ich halt gerne gesehen in Risen. Um es abzurunden irgendwie. Also so einen großen Titan, der wirklich so riesig ist wie ein Hochhaus, das hat mir irgendwie. Das hätte ich noch als i-Tüpfelchen irgendwie noch für die Glaubwürdigkeit noch gerne gebraucht. Mhm. Aber Risen 1 ist ein mega Spiel, auch von der Glaubwürdigkeit her. Ich spiele es gerade wieder auf der Switch. Und hab da noch einen Run am Start, den ich noch gerade spiele. Und es ist halt geil. Total geil. Habe ich auch vor kurzem auf der Switch angefangen tatsächlich. Als Magier bin ich gerade dabei. Ja, ich auch. Ich bin schon relativ weit. Ich bin gerade im 4. Kapitel, wo wir mit dem Inquisitor quasi den Vulkan stürmen und da jetzt Also es geht jetzt bald los, die Teile aus den anderen Tempeln der ganzen Insel zu holen, um die Rüstung und die Waffe und so zusammenzusetzen. Ich bin in Kapitel 3 momentan. Ich mach's halt ab und zu an so. Wenn ich mal irgendwo unterwegs bin und sonst keine Zeit habe, irgendwie zu zocken, mache ich das manchmal momentan, ja. Ja, so geht's mir auch. Also ich spiele das jetzt, also ich bin in dem Spielstand schon seit einem Jahr oder so beschäftigt. Also schon eine ganze Weile. Ich habe jetzt auch nicht so oft Zeit, jetzt einfach so zu spielen. Ich mache es auch manchmal, wenn ich halt unterwegs bin. Bei meiner Familie irgendwie oder wenn wir auf Seminarwoche sind, dann nehme ich halt auch die Switch mit und dann spiele ich da auch jeden Abend dann. Okay. Das Kampfsystem, das Beste von allen Piranha Bytes Spielen? Ja. Ohne Diskussion ist für mich das absolut beste Kampfsystem, was es gibt. Diese Schlagkombination, die du dann selbstständig aneinander reihen kannst, wenn du die einmal gelernt hast, diese Punkte voll gelernt hast. Das ist einfach, warum die das System nicht nochmal für Risen 2 genutzt haben, ist für mich ein absolutes Rätsel. Ich glaube, es ist dem Konsolenzwang dann so ein bisschen zum Opfer gefallen, kann ich mir vorstellen, bei Risen 2, dann, weil man mehr versucht hat, auf Konsole zu gehen als in Risen 1. Man merkt, dass Risen 1 halt noch für den PC konzeptioniert war und nicht für die Konsole. Dass es das in Risen 2 und 3 nicht mehr gab, war eine absolute Frechheit, finde ich. Weil das war das Beste, was Piranha Bytes je gemacht hat. Absoluter Verlust. Ich habe tatsächlich Risen 1 damals als Kind, weil ich keinen gescheiten PC hatte, wo es funktioniert hat, auch mit auf Xbox-Controller gespielt. Und das hatte jetzt an der Steuerung keine Probleme auf der Xbox, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, und da frage ich mich halt, warum man das nicht übernommen hat in Risen 2, wenn es halt so gut geklappt hat, ne? Das hat für mich auf jeden Fall sehr gut geklappt. Ich habe ja nur die Möglichkeit gehabt damals. Ja, und auf der Switch funktioniert Genau, auf der Switch funktioniert es ja auch, ne? Also irgendwie hat man es ja für heute auch hingekriegt, ne? Aber ich glaube 2010, oder 2009, 2010, wo man ja angefangen hat, an Risen 2 zu arbeiten, da tickten die Ohren einfach, glaube ich, ein bisschen anders. Ja. Glaube ich. Und die Gothic 1, 2 konnte man ja auch hinkriegen auf der Switch mit dem Controller eigentlich ganz gut. Mittlerweile ja, ich glaube, damals hat man sich das wahrscheinlich nicht so einfach vorgestellt, das so gut zu portieren, sag ich jetzt mal. Ich glaube, die Möglichkeiten waren damals noch andere, ohne dass ich mich da jetzt gut mit auskennen würde. Ja. Verständlich. Okay, der Schwierigkeitsgrad. Den konntest du ja sogar wählen in Risen 1, oder? Ja. Ich glaube, ja. Ich habe, glaube ich, immer auf schwer gespielt. Ich glaube, man konnte wählen, ja. Ja, also das ist ja das Schöne, man kann sich das dann einstellen, wie man halt gerne möchte. Wenn man halt unbedingt jetzt die Hardcore-Challenge braucht, spielt man halt auf schwer. Wenn man jetzt halt einen seichteren Spieldurchlauf und einfach die Atmosphäre genießen will, spielt man halt auf mittel oder leicht. Gerade auf der Konsole, ich bin ja nicht so der Konsolenspieler, also ich habe schon noch meine Probleme auf der Switch, das mit der Steuerung irgendwie gut hinzukriegen. Also ich würde am PC viel eher einen schweren Spieldurchlauf machen, als auf der Switch jetzt. Macht der Gewohnheit einfach. Ja, normal, natürlich. Wie gesagt, vor der Xbox hatte ich auch nur meinen PC damals, ja. Ja, genau. Aber Balancing ist halt gut. Also egal auf welchen Schwierigkeitsgrad du spielst, das Balancing ist halt gut umgesetzt und glaubwürdig. Die kleinen Gnomenviecher, die kannst du halt dann mit 3 Schlägen mit dem Schwert wegmachen, während du halt bei so einem fetten Echsen-Elite da halt schon eine Weile zu sitzen hast. Selbst wenn du auf leicht spielst, da merkt man schon einen Unterschied. Das ist halt wichtig. Und das haben sie gut hingekriegt. Und der Held? Ja, also der Held in Risen, ich fand es auch gut, dass sie nach dem gleichen System wieder gegangen sind. Also Namen loslassen, möglichst ohne Vorgeschichte, Standardantworten wiedergeben können, sodass man die in viele Richtungen wieder interpretieren kann. Das hat man in Risen ja auch so fortgeführt. Und ich fand, das haben sie auch gut gemacht. Also da merkt man, da haben sie sich sehr wieder an Gothic orientiert so. Und das war sehr gut. Ich glaube, das hat sehr vielen gefallen. Mir auch. Ja, auf jeden Fall. Wie findest du die Geschichte in Risen 1? Sehr viel besser als in Gothic 3. Also auch alles sehr glaubwürdig. Die Charaktere haben wieder eine haben glaubwürdige Motive einfach.
diese Titanen-Geschichte fand ich auch nice. Also grundlegend hat die mir auch gefallen. Auch wenn mir die Geschichte um die Titanen-Lords halt mehr, also das hat mich mehr interessiert. Also quasi diese Ursegur-Geschichte. Und ich glaube auch da hätte man auch ganz gut wieder so einen Schwenk zu so einem Game of Thrones-Setting irgendwie machen können mit verschiedenen ja, Geschlechtern, mit nur halt eben auf Titan-Lords halt gemünzt. Also das, ich meine, man hat ja auf der Insel Faranga hat man ja diese Burgherren, diese namenlosen, untoten Burgherren, wo man ja wirklich mehrere Burgen halt hat. Das hätte man so, da hätte man so viel Tiefe noch reinbringen können, indem man den Burgherren noch eine Vorgeschichte gegeben hätte, ein eigenes Banner gegeben hätte, im Best Case sogar eigene Rüstungen gegeben hätte und da noch mehr Tiefe und noch mehr Geschichte für die Location halt einbauen können. Na, das hat man da aber auch so ein bisschen dann weggelassen. Wahrscheinlich auch, weil man da jetzt nicht so den Fokus drauflegen wollte, sondern eher mehr den Fokus auf andere Dinge hatte. Aber das wäre halt ein großes Potenzial gewesen, fand ich, um der Welt noch mehr Leben zu geben. Ja, auf jeden Fall. Charakterentwicklung haben wir glaube ich, übersprungen gerade. Oder? Ja, aber ich meine, gibt es ja jetzt noch nicht so viel zu entwickeln. Ich meine, übers Spiel hinweg betrachtet, man hat ja dann so ein paar Namen und so ein paar Personen, mit denen man das ja dann durchspielt. Gerade so diese Rekruten aus der Vulkanfestung, so Kato und so diese anderen William, ne, die ja auch da sind. Da man schafft's, also Risen hat schon ganz gut geschafft eigentlich, dass man zu diesen Figuren dann schon eine Beziehung irgendwie aufbaut als Spieler. Hat Gothic 1 natürlich auch super geschafft, aber Risen hat man es auch wieder gut hingekriegt, dass halt diese Figuren wie Kato eben zum Beispiel, den man halt nicht mag einfach, aber am Ende des Tages kämpfst du trotzdem mit ihm Seite an Seite. Und das gibt schon nochmal so ein anderes, auch eine gewisse Tiefe einfach und da waren die Charakterentwicklungen ganz gut, ohne jetzt zu abgefahren, abgespaced zu sein. Also es war trotzdem in einem realistischen Maße, sage ich jetzt mal, weil der Zeitraum, wo Risen spielt, ist ja, wieder gesagt, das sind ja nicht 10 Jahre, so, wo man den Charakter wirklich in viele Richtungen weiterentwickeln könnte, sondern es sind ja auch nur ein paar Wochen oder Monate im Zweifel wieder bloß. Okay. Erinnerst du dich an irgendwelche Easter Eggs in dem Spiel? Habe ich auch schon die ganze Zeit gerade überlegt, aber tatsächlich fällt mir auf Anhieb keins ein. Wenn ich mir jetzt ein Video auf YouTube anmachen würde, Easter Eggs Risen, würde ich wahrscheinlich 3, 4 sehen und würde mir sagen, ach ja, klar, ne, das gab's ja. Aber jetzt auch so auf Anhieb fällt mir jetzt gerade keins ein. Vielleicht fällt dir ja irgendwie eins ein. Ja, zum Beispiel das Skelett Fred. War das ein Easter Egg? Das war ein richtiges Meme geworden damals, als es rauskam. Ja, schon, aber hatte das irgendwie einen Grund gehabt oder war das einfach nur so ein spontaner Gedanke von so einem Entwickler, der gesagt, ich nenne das jetzt Fred? Das war ein Spontangedanke und in anderen Teilen weiß ich gar nicht, war das dann noch so oder nicht? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, das weiß ich auch gerade nicht. Ich glaube, in Risen 2 und 3 haben sie es dann nicht mehr. Ich wüsste gerade, in Risen 2 gab es, glaube ich, gar keine Skelette. Ich glaube auch nicht, da gab es keine Magie. Oder? Weil da war ja plötzlich die Magie komplett weg. Da gab es nur noch Voodoo. Gab es nur noch den Voodoo-Kram. Ja. Du hast recht. Sowas wie Zombies gab es dann halt gar nicht. Aber ja gut, Zombies gab es ja in... Na gut, also so richtige fleischliche Zombies gab es ja in Risen 1 auch nicht. Es gab ja wirklich nur Skelette. Ja. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Schade eigentlich. Ja. Naja. Aber ein richtiges Easter Egg ist zumindest, du kannst die ganzen Teletubbies hercheaten und mit denen dann Gespräche führen. Was? Ja, das sind halt normale Figuren in der Risen-Welt, Menschen, aber du kannst dir alle Teletubbies hercheaten und jeder gibt dir einen anderen Text, mit dem du reden kannst. Und einer gibt dir eine Quest, die du nicht abschließen kannst. Okay, sorry, okay, ich google das nachher. Das musst du googeln. Muss ich mir angucken, also da kann ich mir gerade gar nichts drunter vorstellen, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, wie gesagt, du kannst jeden Teletubby hercheaten, jeder hat eigene Gespräche, die einfach auf diese Serie krass. Natürlich... Muss ich mir angucken. Das ist wirklich lustig. Das habe ich damals versehentlich in irgendeinem Video gesehen, dann selber probiert, dann so. Das geht ja tatsächlich. Ich sehe gerade hier, vor 13 Jahren gibt es ein Video. Risen Teletubbies. Geht nur ein paar Sekunden. Aber guck ich mir später an. Machen wir nicht jetzt. Ja, dann kannst du später hercheaten oder so, wenn du willst, was weiß ich. An sich kannst du es ja auch auf der Switch hercheaten. Du weißt ja, man kann einfach die Tastatur anschließen, da geht's. Ja. Okay, das muss ich auch nicht. Okay, du kannst auch die Gothic-Cheat-Konsole anmachen über die Tastatur. Ach, ist ja geil. Bei der Switch. Geil. Das ist theoretisch ein Easter Egg für die Switch, kann man sagen, eigentlich so. So könnte ich unterwegs einfach eine fucking Tastatur mitnehmen und könnte immer die Tastatur an... Okay, merke ich mir mal. Ja, das geht, das ist tatsächlich ganz lustig. Alles klar, gut zu wissen. Okay. So, wir haben jetzt die Easter Eggs. Gut, welchen Lager würdest du dich in Risen 1 anschließen? Das ist eine super schwere Frage, weil ich muss sagen,
jedes Lager hat so seine Pro und Kontras, aber ich würde mich dem Sumpflager mit den Banditen würde ich mich tatsächlich nicht anschließen wollen, eben weil das halt auch wieder diese Söldnermentalität ist. Wenn Das du ist dich die da nicht durchsetzen Arschloch-Mentalität, kannst, jeder ist ein bist du halt Arschloch. am Arsch, genau, Ja. richtig. Die Stadt wäre wahrscheinlich noch so ein Spot, wo ich am ehesten noch mich vorstellen könnte. Aber da bist du Weil- eingesperrt. Da bin ich halt, genau, bist halt eingesperrt so, da hast du halt auch Probleme irgendwie rauszukommen und im Zweifel hast du da auch keine Arbeit, kein Geld, kannst dir kaum was zu essen holen. Ja, ist wie die auch Bettler scheiße. da drin, ja. Richtig, das wäre auch Mist. Und in der Vulkanfestung, also ich könnte mich noch am ehesten in der Vulkanfestung sehen als Novize. Ja. Das wäre immer noch so, dass der Weg, den ich gehen würde, weil so dieses, ja, du hast halt diese Rekrutenkrieger, das ist halt so alles militärisch und das finde ich auch nicht geil, aber ich sag mal so, wenn du als Novize dein Leben dort neben diesem Tumult der Rekruten leben kannst und deine Aufgaben da studieren kannst und so die Magie lernen kannst, so dann würde ich wahrscheinlich noch am ehesten auch als Novize in der Vulkanfestung leben, um später irgendwann Magier zu werden. Weil der Orden ist ja dort auch nicht für immer. Also der ist ja nur, weil der Inquisitor dort ist ja der Orden auch da. Ja. Normalerweise wäre diese Festung ja nur von Magiern und Novizen bewohnt. Das ist ja nur, weil der Inquisitor dort Stellung bezogen hat, sonst wären die ja eigentlich gar nicht da. Und dann wäre die Burg da oben noch besser gedacht sogar. Ja, wie gesagt, ich wäre auch den Novizen, weil alles andere sehe ich nicht ein, ehrlich gesagt. Ja, Ja. wäre ich auch eher raus. Genau, so. Okay, dann geht's zu Risen 2 jetzt. Also, gehen wir mal zur Spielwelt. Also ich muss sagen, ich bin gar nicht so dieser Fan von diesem Piraten-Ding. Also ich mag Fluch der Karibik und solche Fantasy-Lines, aber irgendwie in Risen 2 war das halt für mich total reizlos. Ich habe Risen 2 gerne gespielt. Also ich erinnere mich noch, als es rauskam, war ich gerade in der Prüfungsphase damals und habe das halt innerhalb von, ich glaube, 20 Stunden habe ich es durchgesuchtet, weil ich habe mich so an die Storyline da fokussiert und ich fand die Hauptstory dann doch ganz packend irgendwie und habe die dann schnell und gerne durchgespielt. Aber habe halt total vergessen, so Nebenquests so zu machen. Und dann habe ich später festgestellt, so viele Nebenquests gibt es eigentlich gar nicht. Und daher, ja, die Spielwelt an sich ist nett und war auch hübsch gemacht, aber ist nicht mein favorisiertes Setting jetzt, muss ich sagen. Hast du wenigstens Jack gefunden? Ich meine, ich habe auch irgendeinen Jack bestimmt gefunden, ja. Ich glaube, Risen Leuchtturmwächter. 2 ist schon ein bisschen länger her, wo ich das gespielt habe. Also ich glaube 2015 oder so habe ich das. Ja. Ich hab's bei 14 Release oder so. gezockt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich auch, ja. Das war 2012 war das. Ja. Also ich erinnere mich noch sehr gut dran. Ich hatte vorher, hat meine Mutter das noch online bestellt. Das weiß ich noch. Und an einem Tag, wo es ankam, im Briefkasten lag, ich war mit einem Kumpel unterwegs, wir haben irgendwie für die Prüfungen gelernt und wir waren noch mal kurz bei mir, wir wollten noch mal irgendwo hin und dann habe ich zu ihm gesagt, du, sorry Bro, ich kann nicht mitkommen. Ich muss Risen zocken. Habe ich den weggeschickt, habe ich Risen 2 installiert, habe Risen 2 gezockt, genau. Das weiß ich noch. Mir hat ganz am Anfang nicht gefallen, wie der Held dann plötzlich ein ganz anderer Mensch war, instantly. Am Anfang direkt von Risen 2. Das stimmt, Betrunken aber ich und glaube, alles drum und dran. da lagen ja viele Jahre dazwischen. Also ich glaube, das ist ja nicht so wie bei Gothic gewesen, wo du nur ein paar Wochen Delay hast, sondern da hast du halt wirklich viele Jahre, die dazwischen lagen. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind auf Anhieb, aber ich glaube, es waren einige Jahre, die dazwischen liegen und da kann man dann vielleicht ein bisschen mehr zur Charakterentwicklung nochmal sagen, wenn man dann bei dem Punkt ist. Ja. Okay, Fantasy-Style hast du eigentlich erklärt, dass es dir nicht so gefallen hat mit dem Piraten. Ja, Piraten-Setting ist nicht so mein favorisiertes Ding, aber ich würde es wahrscheinlich immer noch eher mögen als jetzt so Sci-Fi. Ja. So Sci-Fi und Zukunftskram ist noch weniger meins tatsächlich. Dann lieber ein Piraten-Setting. Der Papageienzauber war aber cool. Ja, das stimmt. Also sowas wie Verwandlung Fleischschwanz hat sich ja in allen Spielen in irgendeiner Art und Weise fortgesetzt. Ne? Bei Risen 1 war es die Nautilus, in Risen 2 war es halt das Äffchen, was du auch machen konntest und eben halt auch der Papagei und so. Also das hat dann auch irgendwie gepasst und das war auch Stichwort Glaubwürdigkeit. Ne? Das war dann auch bei der Glaubwürdigkeit in der Spielwelt hat das dann auch irgendwie funktioniert. Also in sich geschlossen war Risen 2 schon ein solides Rollenspiel, auch wenn es natürlich nicht mehr die Qualitäten von den alten Piranha Bytes Produkten hatte. Aber es war schön, es war hübsch anzusehen, es war in sich geschlossen, glaubwürdig und hat eigentlich ein ganz gutes Piraten-Flair auch vermittelt. Und der Soundtrack, ich glaube, der Soundtrack war der schwächste von allen Piranha Bytes Spielen. Wobei, also bis zu dem Zeitpunkt halt, na klar. Und das hat mir dann auch nicht mehr so gefallen, aber grundlegend war es solide. Ja.
Ja, okay. Ja, okay. Glaubwürdigkeit. Fantasy haben wir gerade geredet, genau. Die Glaubwürdigkeit dieser Welt. In Risen 2. Der Welt, der Inseln, wie auch immer. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Also es war in sich Mhm. geschlossen, war es glaubwürdig, Mhm. war okay. Mhm. Mit der Grafik und allem war es Mhm. auch stimmig und hat auch ein gutes Flair auch vermittelt. Ja. Okay, und das Kampfsystem? Ja, also das war natürlich im Vergleich zu Risen 1 ein totaler Abstieg. Also da hatte ich, wie gesagt, wirklich den Eindruck, es war einfach nur dass man es für die Konsole halt performanter und besser und intuitiver irgendwie macht. So hat es sich halt angefühlt. Und daher, also Risen 2 wird nicht bekannt sein für das beste Kampfsystem, meiner Meinung nach. Also das bei Risen Mhm. 3 war ja dann auch ähnlich, da hat sich ja nicht sehr viel geändert. Also es war sehr für den Controller ausgelegt irgendwie und das hat mir nicht gefallen, aber naja, es war okay. Es hatte solche kleinen Kniffe gehabt, wie so ein Mhm. Tritt, ne, dass du solche Krabbelfiecher, wie diese großen ne, Schalentiere, ich weiß gar nicht, wie die Mhm. hießen, konntest auf den Rücken treten und konntest die besser bekämpfen und so. Also solche Kniffe gab es schon, was es irgendwie ein bisschen erfrischt hat. Aber grundlegend war es halt auch nur Stechen, zuschlagen, 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 stechen und ohne irgendwelche Und großen manchmal eine Pistole Kombinationen. noch drauf schießen manchmal. Ja, maximal noch so was wie ein schmutziger Trick, wo du Ja. Sand oder sowas oder eine Pistole machen konntest, war noch okay, Mhm. aber war jetzt nichts, war jetzt nicht super krass. Also fand ich jetzt. Ja, Mhm. Der Schwierigkeitsgrad war jetzt meiner Meinung nach nicht so krass. ja, ich hatte es nicht so schwer in Erinnerung tatsächlich, Mhm. Risen 2. Also es gab sicherlich hier und da Passagen, wo ich bestimmt auch länger gebraucht habe. Aber dadurch, dass du auch den Schwierigkeitsgrad anpassen konntest, glaube ich, war das dann nicht mehr so das Problem. Wie gesagt, ich habe ja eine recht kurze Geduldsschnur. Also Mhm. wenn irgendwas nicht so gleich funktioniert, wie ich es mir vorstelle, egal ob es jetzt ein Videospiel ist oder irgendwas anderem außerhalb von Videogames, dann habe ich eine kurze Geduldsleine und dann muss ich die irgendwie umgehen. Und im Zweifel bei einem Videospiel ist es halt Schwierigkeitsgrad runterdrehen. Das habe ich bestimmt hier und da mal gemacht bei Risen 2, aber Risen 2 und Risen 3 waren jetzt für mich nicht so bekannt dafür, dass die jetzt ultra schwer gewesen wären. Ja. Okay. Ja. Jetzt sind wir bei den Charakterentwicklungen. Das ist, glaube ich, jetzt am spannendsten hier, weil der Bruch natürlich der größte ist. Dass der Held jetzt so ein Säufer geworden ist, das hatte, glaube ich, auch irgendeinen Hintergrund, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Und dementsprechend kann ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen, warum das so entschieden wurde in der Designabteilung. Ich meine, du hast ja sowieso diesen Bruch von mittelalterlicher Fantasy-Magie hin zu Musketen und Voodoo. Da ist ja, also das, Mhm. alleine diesen Sprung schon zu machen, ist, finde ich, ultra mutig. Und das glaubhaft dann zu verpacken, das hat Risen 2, glaube ich, nicht so gut geschafft. Du musstest natürlich großen Zeitraum dazwischen irgendwie legen, damit dieser Switch irgendwie glaubhaft ist. Und du musstest halt eine andere Location wählen, komplett eine andere Location, damit es halt auch irgendwie glaubhaft ist. Und was ich halt ultra schade finde, dass man halt trotzdem nicht nach Faranga zurücksegeln konnte. Das finde ich hätte so viel verziehen, glaube ich. Wenn du Faranga mit der ganzen Insel, den Tempeln der Mhm. Stadt, wenn du das alles hättest noch mal besuchen können in Risen 2, wäre Risen 2 vielleicht auch ein anderes Spiel geworden und hätte Mhm. vielleicht bei vielen Nostalgikern mehr Pluspunkte gesammelt. Das fand ich war eine vergebene Chance. Aber wie gesagt, es war wahrscheinlich eine Designentscheidung, um diesen Switch zwischen Magie und Voodoo und zwischen Musketen und Armbrüsten und Bögen irgendwie glaubhaft zu machen. Deshalb, ja, hat man die alte Welt quasi zerstören lassen durch die Titanen. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Ja, finde ich auch tatsächlich schade. Weil das wäre ja wirklich schön gewesen, an den Ort des damaligen Geschehens halt wieder zurückzukehren, sozusagen mal. Ja. Nach Ich allem, was meine, man da erlebt ich hat, glaube, ich habe sozusagen. jetzt so ein bisschen den Geschichtspunkt, habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit schon reingenommen. Aber bei der Charakterentwicklung und dem namenlosen Helden, das kommt halt irgendwie zusammen. Also, Mhm. du hast ja gar nicht mehr so Mhm. viele Figuren, die in Risen 2 nochmal vorkommen, die in Risen 1 auch da waren. Außer, ich glaube, also die einzigen, die mir gerade anfallen, sind Patty und der Held natürlich. Und Severin. Dieser eine Kommandeur, der quasi Mhm. in Faranga auf diesem Schweinehof da unten war, der ist in Risen 2 nochmal dabei als Mhm. so ein Offizier da im Burghof, der da die Jungs exerziert ganz am Anfang. Und ansonsten hast du keine bekannten Figuren mehr, meiner Meinung nach. Zumindest fallen mir jetzt gerade keine ein, tatsächlich. Dieser eine Druide, den ich auch nicht mehr mich Ja, nicht erinnere. Edric. Edric, ja, okay, den Ja, hast du genau. noch, stimmt. Nee, Ja. Eldrick, nicht Edric. Eldrick.
Eldrick, Auf jeden Fall, Eldrick, ja. Aber den hast du ja nur durch ein DLC nochmal drin. Mhm. Also im Hauptspiel von Risen 2 kommt der gar nicht vor. Der kriegst du nur, wenn du irgendwie ein bestimmtes DLC dafür nochmal holst. Da hast du nochmal so eine Questreihe mit dem. Aber ansonsten, ja, stimmt, den noch. Aber ansonsten fällt mir dann niemand mehr ein. Nee, mir auch nicht. Ist dann wirklich durch. Schade eigentlich, aber gut. Ja, okay. Dann Ja, halt... jetzt habe ich das alles so ein bisschen zusammengeworfen Ist mit ja nicht schlimm, alles Charakterentwicklung, gut. Held und Geschichte und so. Genau. Ja gut, die Geschichte an sich so, jetzt meine ich jetzt... Was sagst du dazu? Ja, so, ja. Ja, okay, also dass man da jetzt einen anderen Titan bekämpft, der irgendwie auch zum Setting, zum Piraten-Setting passt, das fand ich eine ganz, also das war eine plausible Designentscheidung, glaube ich. Und Ich weiß, Stahlbart Mara- halt, die ganze Geschichte halt, ja. Genau, also dass man jetzt quasi so einen Wassertitan da hat, was passt ja auch zu einem Piraten-Setting irgendwie rein, das ist ja auch okay. Also das hat schon irgendwie gepasst, wobei ich natürlich auch sagen muss, die ganze Geschichte selber war ein bisschen griffiger als jetzt, wenn man sich jetzt mit Gothic 3 vergleiche auch oder mit Gothic 2, also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich hatte Risen 2 gespielt und ich war eigentlich ziemlich gefesselt von der Geschichte. Damals, 2012, da war ich 15 Jahre alt, hatte vielleicht jetzt auch noch nicht so dieses Gefühl von gutem Storytelling, ne? Also ich war ja ein bisschen jünger und hatte nur die Vergleiche zu den anderen Spielen. Und da fand ich Risen 2 schon tatsächlich, was die Story angeht, schon mit am besten, was Piranha Bytes irgendwie gemacht hat. Zumindest habe ich es damals so empfunden. Ich weiß nicht, ob ich es heute immer noch so sehen würde. Wenn ich jetzt Risen 2 nochmal durchspielen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Würde ich wahrscheinlich auch vieles anders sehen, nehme ich mal an. Aber damals hatte ich irgendwie einen positiven Eindruck davon und deshalb habe ich es auch so intensiv verfolgt und war so schnell fertig mit dem Spiel. Und hab viele Nebensachen dann halt auch irgendwie liegen lassen. Weiß ich nicht. Ja. Ja, ich habe da aber gefühlt versucht, jede Nebenquest zu machen, weil ich mich halt so wie in Gothic und so verhalten habe, weil ich halt alles erleben wollte. Mario gab es ja auch noch im ersten und zweiten Teil, oder? Das war doch eine Mario? Inquisition, oder ist es erst in Risen 2 und 3 gewesen? Der eine, Also der die Quest gibt, auch die Sklaven zu fangen und so weiter im zweiten Risen. Ich weiß gerade nicht. boah, okay, so deep bin ich da jetzt tatsächlich gar Ich nicht weiß so auch drin. nicht Wie mehr gesagt, genau. ich habe Risen 2 und Ja. 3 jetzt, wie gesagt, nicht so oft gespielt. Risen 2 habe ich einmal durchgespielt, Risen 3 habe ich einmal durchgespielt und jeweils nochmal einmal angefangen. Also ich habe 1,5 Spieldurchläufe in beiden Spielen gefühlt. Entschuldigung, ich muss kurz husten. Alles gut, kein Problem. Also kann sein, das müsstest du vielleicht mal rausschneiden. Ja. Also, abschließend nochmal kurz Geschichte. Also, fand ich am besten tatsächlich. Wobei ich aber auch jetzt das nicht wirklich besser fand im Vergleich jetzt zu Risen 1. Also, ich fand es eine gute Geschichte, aber ich will es ungern vergleichen irgendwie mit den anderen Piranha Bytes Spielen vorher. Fällt mir irgendwie schwer. Weiß ich nicht warum. Okay, Easter Eggs habe ich gar keine Ahnung. Hast du irgendeine Ahnung? Nee, ich auch nie. Gar keine Ahnung. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass die damals da gar keine Zeit dafür hatten, sowas zu machen, weil ich glaube, die Pace und die Art und Weise, mit dem neuen Publisher zu arbeiten, war auch anders, glaube ich. Und da hatte man, glaube ich, nicht sehr viel. Also vielleicht gibt es auch viele Easter Eggs und man kennt die einfach nur, oder ich kenne die einfach noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Das Ist wäre ja dann auch vielleicht zu auch lange so her jetzt, bei uns beiden tatsächlich. ja, dass vielleicht jetzt jemand in den Kommentaren oder so kann da jetzt vielleicht ja mal was dazu schreiben, aber mir fallen jetzt auf Anhieb, fallen mir keine Easter Eggs ein. Mir auch nicht. Ja, okay. Wo würdest du dich anschließen in der Risen 2 Welt? Also definitiv wahrscheinlich bei der Inquisition. Es gibt ja nicht sehr viel Auswahl, es gibt ja nur Inquisition und die Stämme. Und ja, die Weil- Voodoos, ja. Ja, die Voodoo-Stämme, genau. Weil ich glaube, im Waldleben ohne Klamotten, nur mit Voodoo und das ist mir ein bisschen zu vielen. Und Pirat Esoterik? werden ist auch nicht so deins, das ist ja klar, weil das viel Gewalt zu tun hat. Ja, wäre ich auch nicht so bei, genau, wäre ich auch nicht so für. Ich würde wahrscheinlich schon, ich sehe mich dann schon eher bei der Inquisition in so einem Stützpunkt irgendwie. Wobei es dann natürlich auch sehr viel militärisch ist und sehr appelllastig und sehr, ja, also schon sehr intensiv. Aber ich sehe mich eher mit einer Muskete und einem Bajonett als mit jetzt einem Totenkopfstock. Ja, ja, das ist natürlich klar so. Ich Also schwute irgendwie- dich weg jetzt, ja. Ja, das ist dann hab ich Oder immer mit eine dem Speer. Die Speer. Genau, da- Damals gab es ja einen Skandal mit den Sklaven, dass die Sklaven von den Voodoo-Leuten hatten ja so Speere werfen gehabt. Ja, Damals gab es einen Riesenskandal dazu. echt? Ich habe voll viele Zeitschriften damals geschrieben. Ja, ich habe damals ja kein Internet so richtig gehabt. Ich auch Und dann nicht. habe ich die ganzen Zeitschriften da immer gelesen und da gab es dann einen Skandal, das ist rassistisch und so weiter und so fort. Ah, okay. Die sind Sklaven, Ja. die greifen einen sofort an, die reden nicht mit dir.
Ja, aber es waren ja nicht Ja. alle. Also, ja, gut, wenn du das heute machen würdest, wäre das, glaube ich, hätte das nochmal eine ganz andere Ja. Tragweite. Ich glaube, damals, da wurden die Ureinwohner ja auch als Molukken bezeichnet und so. Und ich Ja. glaube, da hat es auch keinen groß interessiert. Und ich Also, meine glaub, damit, wenn man Zeit die damals war eine Stämme andere. dann findet, die können ja reden, die sind zivil. Ja, Das sind halt 2 Stück, die sind halt verrückt geworden vielleicht oder so, weil die so ja, versklavt genau. wurden. Was weiß ich, das kann man doch so sehen. Das habe ich Ja, damals und nicht so sind ganz halt, ich verstanden. fand das auch, ist ja auch glaubwürdig, Ja. ne? Die hauen dann halt Ja. ab und jeder, der nicht aussieht wie sie, ist dann potenziell erstmal ein Feind, das ist ja logisch. Ja, wie den Orks in Nordmar. So. Die Kann wollen man ja ja auch sagen. die wollen ja nicht wieder arbeiten. Die sagen so, lieber kämpfen wir auf Leben und Tod, als nochmal versklavt Ja. zu werden da auf den Hof. Ist ja So, auch menschlich, ja. ne? Ich meine, das Genau. will man halt nicht. Irgendwann mal sagt man, ich will das nicht mehr, jetzt dann lieber sterbe ich oder was auch immer. Aber Ja, das, absolut. ja, natürlich. Okay. So, dann haben wir das. Jetzt kommt Risen 3. Also, die Okay, Spielwelt. gehen wir Ja. mal durch. Ich habe Risen 3, wie gesagt, als es rauskam, 2014, hatte ich eine Oh. sehr intensive Zeit damit gehabt. Mhm. Hatte ich ja vorhin schon mal angeteasert. Und wenn ich jetzt so zurückblicke und zurückdenke, es gibt eine Insel bei Risen 3, die heißt die Nebelinsel. Ist es die Insel der Nebel- Gnome gewesen? Oder nicht? Ja, doch, ich glaube, da gab es einen Gnom und einen Inquisitionsstützpunkt. Nee, es war nicht die Insel der Gnome. Es gab da nur Das war einen eine kleinen extra Insel, stimmt, Inquisitionsstütz- stimmt. Es war eine DLC-Insel, meiner Meinung nach. Ja. Und diese DLC-Insel fand ich so cool, weil die hat mich wieder zurückversetzt irgendwie in dieses Gothic 1-Feeling. Mhm. Da gab es zwar keine Menschen und keine Fraktionen irgendwie, da gab es nur Viecher und du konntest da nur eine Schatzsuche machen, aber dieses Setting, diese Insel fand ich so cool, davon hätte ich mir viel mehr gewünscht tatsächlich. Und man muss bei Risen 3 sagen, wenn ich mir heute nochmal Videos von mir angucke von damals, Risen 3 sieht richtig gut aus. Das muss man wirklich sagen. Klar, Animation und so, die waren ja, das war ja schon immer so ein Piranha Bytes Ding, dass die immer ein bisschen hinterherhingen da, was es anging. Aber die Welt an sich mit den Lichten, mit den Lichtern, den Texturen und so, das sah alles immer schön und stimmig aus. Da hat man dann auch angefangen, Rückschritte zu machen bei Elex dann. Und das fand ich echt atmosphärisch und toll. Und auch die Musik fand ich in Risen 3 eigentlich echt gut. Also da gab es auch schöne Soundtracks, Songs, die mir heute auch immer noch im Ohr sind tatsächlich. Ich fand die Streicher sehr schön. Da wurde ja viel auf Orchestrales gesetzt. Und das fand ich, hat in der Spielwelt an sich eigentlich gut gepasst. Das Einzige, was Risen 3 natürlich schlecht gemacht hat, war das Gameplay. Also du hast kaum noch gute Story gehabt. Die Story war... Kommen wir später vielleicht noch kurz dazu. Aber du hast halt auch viel, geh dahin, töte das und sammel mir davon das und so. Du hast da wenig gute Quests irgendwie gehabt. Und da hat das Spiel für mich dran gekrankt. Deshalb spiele ich, wenn ich Risen 3 nochmal zurückdenke und dran denke, hat mir das Exploren der Inseln eigentlich so am meisten Spaß gemacht. Wenn man gute Rüstung, gute Waffen und gute Magie und so hat, das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Das Exploren der Spielwelt, das war irgendwie cool, weil das stimmig war irgendwie, hatte ich das so. Also und vom Fantasy-Style her, um da mal die Brücke dazu zu schlagen und zur Glaubwürdigkeit, also das war auch stimmig irgendwie und es hat da auch ganz gut gepasst. Also wie die Welt dargestellt wurde, mit der Musik untermalt wurde, was die Charaktere für Motivation auch hatten und so, das fand ich eigentlich ganz gut für sich geschlossen. Natürlich vergleichsweise, man kann es schlecht mit Gothic 1 vergleichen, weil da war das nochmal was ganz anderes irgendwie. Und so gesehen, aber Risen 3 in sich geschlossen, fand ich kein schlechtes Rollenspiel. Es war noch nicht vergleichbar mit den guten Piranha Bytes Spielen. Und die Insel der Gnomen, fandest du die nicht schön oder hast du die überhaupt gemacht? Das war ein DLC. Ja, ich habe alle DLCs, glaube ich, gemacht. Ich habe auch alles gespielt und war auch auf allen Inseln. Die Insel der Gnome fand ich auch cool. Du hattest ja auch diese eine Quest da, glaube ich, wo du dann nochmal so ein Gnome-Monster, so ein Unhold Ja, genau, da auch am nochmal Ende, umlegen ja, musstest. um Genau. denen zu helfen, ja. Fand ich auch cool. Ich fand es auch cool, dass sie den Gnomen über die Risen-Reihe verteilt mehr Persönlichkeit und mehr Tiefe gegeben haben. Weil in Risen 1 kennst du die Gnome ja als durchgehend Dumme. feindliche Fraktion wie die Goblins aus Gothic. So dumm Also das waren- sozusagen, dass sie einfach keine Intelligenz besitzen, gefühlt, ja. Nee, das nicht. Sie sprachen einfach nur nicht die Sprache der Menschen und haben einfach kein Interesse gehabt, sich mit denen anzufreunden. Das Das ist stimmt, ja die wie haben mit ja den auch Goblins. Werkzeuge selber gemacht und alles. Ja, Und richtig. Kleidung, Also die stimmt, Gnome, ja. die haben ja auch ihre eigene Kultur Ja. so auch ein bisschen dann ausgelebt und untereinander haben die auch bestimmte soziale Strukturen gehabt, genauso wie die Goblins. In Gothic 1 ist ja auch so. Nur das Problem ist halt die Sprachbarriere und man konnte sich nicht unterhalten, aber in Risen 2 und 3 hat man dann entschieden, okay, die Gnome lernen die Sprache der Menschen und können sich mit denen dann austauschen und können halt sowas wie Geschäfte machen. Geschäfte machen oder halt sich unterhalten und halt irgendwie deren Kulturen irgendwie zusammenführen. Das fand ich halt cool eigentlich in der Risen-Serie. Das hätte aber in Gothic irgendwie nicht gepasst tatsächlich. Bei den Gnomen fand ich, hat es besser gepasst.
Fand ich cool, war auch glaubwürdig. Also um das Thema Glaubwürdigkeit hier nochmal aufzugreifen, fand ich eigentlich cool, dass Ja. die Gnome viel mehr Space quasi in Über Risen die 3 Jahre bekommen haben. sozusagen dann, ja. Ja, Mhm. fand ich gut. Ja, ja, ich habe die Gnome auch geliebt, ehrlich gesagt immer. Tatsächlich, ja. Wenn ich mir gerade so überlege, warte mal, Risen 2 kam 2012, also 3 Jahre nach Risen 1. Mhm. Und Risen 3 kam ja schon 2014, also nur 2 Jahre später tatsächlich. Das ist ein recht kurzer Zeitraum, wenn ich mal so drüber nachdenke. Mhm. Und trotzdem hat man es geschafft, mit Risen 3 ein durchaus grundsolides Rollenspiel abzuliefern. Was natürlich jetzt keine Verbesserung großartig war im Vergleich zu Risen 1, aber es war okay. Und es sah schön aus, also das muss man schon sagen. Mhm, auf jeden Fall. Und das Kampfsystem in Risen 3? Ja, ich fand die Kampfzauber fand ich cool. Also das war ja quasi so das Upgrade zum Risen 2 Kampfsystem, weil grundlegend ist es ja gleich geblieben. Aber man konnte als Zauberer, auch theoretisch ohne Nahkampfwaffen zaubern. Und das war für mich das Upgrade im Kampfsystem, muss man sagen. Das hatte auch Risen 1 nicht gehabt. Wenn man jetzt aber nur die Nahkampfwaffen betrachtet, hast du halt keine Änderungen zu Risen 2 gehabt. Es war exakt das gleiche Kampfsystem. War okay, man konnte damit umgehen, aber es war jetzt kein Überreißer wie in Risen 1. Das hat sich besser angefühlt zumindest, aber ein bisschen. Ja, war sehr ähnlich. Du hast auch diese fiesen Tricks und so, die konntest du machen mit Salz oder Sand und so. Und die Pistole hat es auch gehabt. Also das war schon identisch. Nur halt das Kampfsystem mit der Magie kam halt neu dazu. Und das fand ich sehr cool. Also das hat mir gefallen. Dann im Nahkampf mit den Zaubern auch zu blocken und so Fäuste so auszuteilen und so. Also das fand ich gut. Deshalb wollte ich ja unbedingt eigentlich nochmal so einen Magier-Run machen, aber irgendwann ist das abgestorben einfach. Ja, das ist same. Auf jeden Fall, ja. Der Schwierigkeitsgrad in Risen 3, da konnte man ihn auch umstellen, soweit ich weiß. Genau. Ja. Ja, ich habe Risen 3 jetzt auch nicht als schweres Spiel in Erinnerung. Also, ich auch nicht, ja. Ich glaube, also vielleicht gab es mal Punkte, wo ich einfach überfordert war, aber kann ich mich jetzt gerade an keinen erinnern. Ich glaube, ich war am Anfang, ich erinnere mich noch damals, als ich das Let's Play gemacht hatte, ich bin am Anfang nach der ersten Insel, bin ich direkt nach Takarigua, glaube ich, gegangen. Und bei Risen 3 war ja immer das Ding, du hast ja diese Geister-Spots auf den Inseln, wo quasi die Untoten rumrennen. Und ja, das war dann vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger. Aber sonst ging's. Okay. Ja. Charakterentwicklungen. Genau, also ich würde das dann auch mal ein bisschen zusammennehmen, jetzt auch mit namenloser Held und Geschichte und so. Weil die Zeit rennt leider gerade ein bisschen. Ich weiß. Ich sehe es schon 54 Jahre. Ich fand's natürlich, hast du in Risen 3 natürlich einen neuen Helden gehabt, neue Figuren gehabt. Patty hat was sie mit Patty gemacht haben, verstehe ich überhaupt nicht. Ah ja, die Schönheitsoperation meinst du, ja. Nicht nur das, sondern du hast auch gar keinen Bezug mehr zu der alten Patty aus Risen 1 gehabt. Also das hat man komplett rausgelöscht, fand ich. War richtig komisch. Und dann triffst du den alten Helden nochmal, der eine richtig komische Stimme hat. Das hätte man weglassen müssen, weil... Ja, der alte Held ist ja auch wieder noch schlechter dargestellt worden im nächsten Teil, als eben vorher wieder. Genau, du hast den da nur so kurz mal für einen Dialog und ich finde, man hätte ihn weglassen sollen, weil der Sprecher vom Risen 1 Helden, der ist ja leider gestorben. Und Risen 2 Helden und so. Und da hätte man das einfach weglassen sollen, finde ich. Das alles jetzt so. Das ganze Alt noch am Lagerfeuer. Ich meine, der ist wieder normal geworden, sozusagen. Also hat sich wieder eingegliedert in die Welt, normaler Welt. Also, und dann ist er wieder der größte Trunkenbold, sagt, das ist egal, der muss nichts mehr machen und so weiter. Ja, es war nicht so gut umgesetzt. Also die Entwicklung war da auch nicht so ganz nachvollziehbar. War jetzt auch keine Stärke von Risen, muss man auch ehrlich sein. Ja, der neue Helden, den man spielt, der war okay, ja, aber gleiches Prinzip wieder. Kein Name, also nur, der ist der Bruder von Patty, aber von dem hört man ja nichts in Risen 1 und 2, komischerweise. Also auch irgendwie sehr unglaubwürdig dann teilweise in die Welt integriert, finde ich. Aber darüber kann man, glaube ich, hinwegsehen. Risen 3 ist jetzt auch nicht so dafür bekannt, eine gute Story zu haben. Also die Story fand ich auch nicht so gut. Die Geschichte an sich, mit dem du verlierst deine Seele und so, das war mal was anderes, aber es war jetzt auch nicht so glaubhaft einfach umgesetzt, fand ich. Und ja, wie gesagt, in Risen 3 habe ich gerne gespielt, um die Welt zu erkunden, die Inseln zu erkunden, bessere Waffen zu bekommen. Es war für mich eher so ein Hack and Slay als jetzt ein gutes Story-Rollenspiel tatsächlich. Genau. Und Easter Eggs kann ich mich jetzt wie bei Risen 2 auch an keiner erinnern, ehrlich gesagt. Also da hatte ich jetzt auch keiner so richtig in Erinnerung. Und ja, aber was man sagen musste, im Vergleich zu Risen 2 hat ja Risen 3 wieder die Fraktion besser gemacht, besser eingefügt. Man hat wieder mehr Lager und so mehr Möglichkeiten als Risen 2. Und da fand ich das Coolste eigentlich wirklich so, also die Dämonenjäger fand ich echt cool. Da hattest du so Vibes so vom Sumpflager, finde ich, gehabt.
und halt Magier auf Taranis. Die beiden Fraktionen fand ich eigentlich am besten. So. Mhm. Ja, Easter Würde Eggs, ich mich- Easter Eggs sage ich, gibt's eins. Zumindest weiß ich eins. Das ist Ah, das ja, klar, mit ja. Mut. Mit Kyle fällt mir das Easter Egg ein. Es gibt einen Dämonenjäger, der heißt Kyle, und wenn du durch seine Wohnung läufst in der Dämonenjäger-Festung. Ah, das ist das Haus zwischen den Lagern. Genau. Ja, ja. Nee, das Richtig, weiß dann- ich noch. Das habe ich Dann haut er auch vergessen, den Dialog raus wie tatsächlich. Kyle. Ja. Richtig. Aber es gab Den ja auch gibt's- noch Mut in Risen 3. Ja, stimmt. Es gibt Und auch der gibt ja noch so eine Scavenger und Quest. Es gibt ja sogar noch eine Quest, der Mut. Echt? Du musst mit ihm in den hast recht. Tempel gehen und mit ihm ein Artefakt, ein Amulett holen. Das hat mich Ja. an Gothic 1 dann erinnert. Und er hat gesagt, das ist ungefährlich, wir müssen da nur rein, das nur holen. Und da war ja irgendwelche Ja. starken Monster da drin. Und dann so, oh, Ja, tut mir stimmt. leid, aber du starker Mann warst ja bei mir, hat er dann gesagt oder so. Ja, genau, das war bei dem Stamm dort, ne? Ich weiß gerade Ja. die Insel. Der Stamm der Shaganumi oder irgendwie sowas war das, Ja. glaube ich. Genau, ja, ich erinnere mich, richtig, ja. Das war Aber nicht so Kyle lustig war- damals. Ja. Aber Kyle ist, glaube ich, das coolere Easter Egg gewesen mit dem Renn nicht durch meine Hütte. Ja, Also, das ja, haben sie nicht dann durch nochmal meine Hütte wie aufgegriffen. Gothic 1, ja. Gibt ja auch manche, die sagen, das hätte da einfach nur reingepasst, damit es irgendwie drin ist. Aber ich fand es eigentlich trotzdem ganz cool in dem Ja. Moment, wo ich es halt drin hatte, gesehen hatte, ja. Wem würdest du dich denn Genau. anschließen dort? Naja, also Dämonenjäger sehe ich mich. Oder halt auf Taranis den Magier. Also das wären so die zwei Fraktionen meiner Wahl. Wobei ich sagen muss, die Magier werden nicht mehr so als die Übergebildeten dargestellt, Mhm. sondern eher mehr als die Kämpfer auch. So ein Mix Mhm. ist da draus geworden. Ja, ich würde auch den Magiern mich anschließen, auf jeden Fall, ja. Ja. Okay, dann haben wir das ja ziemlich. Genau, wir haben es gerade so geschafft. Perfekt. Zeitlich eigentlich. Punktlandung. Ja. Genau. Also, ich danke dir auf jeden Fall fürs Interview, dass du da warst und dass du mir Kein die Zeit ermöglicht hast. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, vielleicht auf der Gamescom dann mal. Gerne. Genau. Spätestens da Ja. sehen wir uns auf jeden Ja. Fall wieder. Ja, dann danke Okay. für die Einladung nochmal. Gerne, Und gerne. dann sage ich Adieu. Adieu.